generally speaking, Buddhist practice begins with refuge and bodhicitta. In refuge, we make a connection with the lineage and the symbols of the lineage, and through this give ourselves the sense that we have some protection in the stormy waters of samsara. Allgemein gesprochen beginnt jede buddhistische Praxis mit der Zufluchtnahme und der Entwicklung von Bodhicitta, und insbesondere die Zuflucht gibt uns einen Sinn für die Verbindung mit der Traditionslinie und damit auch einen Schutz in den stürmischen Gewässern des Samsara. Both of these activities carry some degree of intentionality with them. Beide diese Aktivitäten transportieren auch ein gewisses Maß an Absichtlichkeit. So our motivation for trying to gain enlightenment is in order to become useful to help sentient beings. Die Motivation, Erleuchtung zu gewinnen oder zu bekommen, ist die Fähigkeit zu haben, anderen Wesen zu helfen. And then in order to realize that goal, we practice different kinds of methods. Und um dieses Ziel zu erreichen, wollen wir dann verschiedene Methoden praktizieren. Now, from the point of view of Dzogchen, as we started to do yesterday, the main refuge is one's own state of awareness. Im Schatten des Dzogchen, so wie wir das schon gestern angefangen zu besprechen, ist die hauptsächliche Zuflucht der Zustand eigener Bewusstheit. Because everything which arises is impermanent. Alles, was erscheint, ist vergänglich. If we think back in our lives at certain times, we have had a very clear intention about how our life will be. We wanted to spend our life with one particular person, and maybe now we can't even remember their name. All gone. Wenn wir unser Leben zurück anschauen, dann hatten wir bestimmt Zeitpunkte, wo wir eine sehr klare Vorstellung darüber hatten, wie wir unser Leben verbringen wollten. Wir hatten vielleicht auch die Absicht, unser gesamtes Leben mit einem bestimmten Menschen zusammen zu verbringen. Und jetzt können wir uns möglicherweise nicht einmal mehr an den Namen dieses Menschen erinnern. Alles ist weg. The relation between subject and object is fundamentally unstable. Die Beziehung zwischen Subjekt und Objekt ist grundlegend unstabil. And therefore, although the object of refuge may be reliable, our relationship with the object of refuge is unstable. Und daher kann, wenn auch vielleicht das Objekt unserer Zuflucht grundlegend zuverlässig sein mag, immer noch unsere Beziehung zu diesem Objekt der Zuflucht instabil sein. So, in Dzogchen, the first thing we try to do is to enter into a state of recognition of our own nature. Und in Dzogchen ist das Erste, was wir tun möchten, ist in einen Zustand einzutreten, in dem wir die eigene Natur erkennen. So I'll start with a little bit of the history of this and explain the view, and then we'll do some practice. James wird damit beginnen, erstmal ein wenig von der Geschichte davon zu reden, dann etwas über die Sichtweise, und dann werden wir mit der Praxis selbst beginnen. The first teacher of Dzogchen, historically in the Nyingma tradition, teacher of Dzogchen into the human realm, is Gyalpo Dorje. Der erste Lehrer des Dzogchen, entsprechend der Nyingma-Tradition, der erste Lehrer, der Dzogchen in den Bereich der Menschen lehrte, ist Gyalpo Dorje. And there is a very good and clear account of his life in his book by John Reynolds, The Golden Treasury. Und es gibt The Golden Letters. Es gibt da einen sehr guten Bericht über dessen Lebensgeschichte in dem Buch von John Reynolds, Die goldenen Buchstaben. So that's a very useful book to read. Das ist ein sehr zweckmäßiges Buch, sehr nützliches Buch. Okay. So Gyalpo Dorje
had a direct transmission or can be seen as a manifestation of the quality of Dorje Sempa, and Dorje Sempa manifests from the state of Kuntusampo. Nun, Garab Dorje selbst hatte die Übertragung oder könnte auch als Manifestation von Dorje Sempa gesehen werden, und Dorje Sempa ist eine, did you say emanation? Yeah, like a manifestation. Es ist eine Manifestation, eine unmittelbare Manifestation von Zustand von Kuntusampo. So we have these lineage prayers, this Kunsam Dosa and Garab Chili Singh, where you just see these steps where out of this open state of Samantabhadra, Dorje Sempa manifests. And Dorje Sempa is the nature of the original purity, a purity which is never covered over, and a purity which is itself able to dissolve all impurities. Und wir haben dieses Liniengebet, in dem Kunsam Dosem Garab Shri Singh gesagt wird. Das sind eigentlich all die Stufen der Linie. Und Dorje Sempa repräsentiert hier die eigentliche Natur der Reinheit, eine Reinheit, die per se die Fähigkeit hat, jede Art von Verunreinigung aufzulösen. Purity is a very important notion in the study of Dzogchen. Purity means that there is no defilement. No defilement means that the nature of awareness is one which is never affected by any arising. Und Reinheit ist in der Tradition von Dzogchen ein sehr wichtiger Begriff und drückt die Idee aus, dass es da keinerlei Verschmutzung gibt. Verschmutzung im Sinne, dass, would you say last sentence? It's a purity which is not affected by any arising. Eine Reinheit oder ein Nicht-Verschmutztsein durch irgendetwas im Bereich des Entstehens oder des Erscheinens. So it's very important to really clearly understand what this means. Und es ist sehr wichtig, ein klares Verständnis für die Bedeutung davon zu entwickeln. If you go to the toilet and you wipe your bum with paper, there's maybe some shit on the paper. Wenn man aufs Klo geht und seinen Hintern putzt, dann kann es sein, dass man ein bisschen Kacke auf dem Papier hat. The paper, we would say, is now dirty. Man würde sagen, das Papier ist jetzt schmutzig. Yeah? The paper is now dirty because the dirty has gone on to the pure, and the pure is now no longer pure. Das Papier ist schmutzig, weil das Schmutzige auf das Reine sozusagen zu dem Reinen hinzugekommen ist, und deswegen ist das Reine nicht mehr rein. If you're in a restaurant and you're sitting and you see the waiter is coming with your meal, and just as he put it down, he's on it. Then most probably you would think, no. Und wenn wir in einem Restaurant sitzen und wir warten auf unser Essen und der Kellner kommt und im letzten Augenblick, wo er unser Teller hinstellen will, niest er drauf. Oh, du meinst, I am a great tantric yogi. Sehr wahrscheinlich werden wir denken, wir wünschen uns doch vielleicht ein neues Gericht. Oder vielleicht denken wir auch, ich bin ein großer tantrischer Yogi und kann das ohne weiteres verschlingen. Both of these are reactions to a notion of impurity. One rejects the impurity and the other tries to transform it, but with a kind of energetic mobilization which is grounded on the sense there is a problem. Beide Haltungen haben etwas mit dem Begriff der Unreinheit zu tun. In der einen Einstellung ist es der Versuch, die Unreinheit schließlich zu vermeiden, und in der anderen Haltung ist es die Haltung, die versucht, durch einen energetischen Akt diese Unreinheit zu transformieren, gründet sich aber immer noch auf dem Verdacht, dass es da ein Problem gibt. So you have a Dorje as meaning Vajra, something which is indestructible. Nun haben wir den Dorje oder Vajra als mit der Bedeutung behaftet, es gibt etwas Unzerstörbares. And sometimes people translate it as like a diamond, because we think a diamond is something which is very strong.
Manche übersetzen das auch mit einem Diamant, mit der Vorstellung, dass ein Diamant etwas sehr Starkes ist. But we have to be very careful with these symbols. Because if you take a diamond and you drop it into something disgusting, you can always take it out and wash it. Wir müssen aber sehr sorgfältig mit Symbolen umgehen. Wenn man einen Diamanten hat und man lässt ihn in den Dreck fallen, dann kann man ihn noch rausnehmen und wieder abwaschen. Because you can see this is a diamond and this is the shit. Denn man kann da ganz klar unterscheiden, das ist der Diamant und hier ist die Scheiße. But if you want to take the shit out of your mind, you have to put your mind here and the shit there. Aber wenn man den Müll aus dem Geist entfernen will, dann muss man sozusagen eine Mülltrennung vornehmen. Hier ist der Geist und hier ist der Müll. And as we know that when you try to catch your mind, it always goes somewhere else. Aber wir wissen sehr wohl, dass wenn wir versuchen, unseren Geist zu fassen zu kriegen, er uns immer entwischt und in eine andere Richtung läuft. So, what we highlight here is that most of the time our idea of purity is a very dualistic idea in which the pure and the impure are contradictory and one has the power to damage the other. Was wir also hier versuchen zu unterstreichen, ist, dass die Idee von Reinheit und Unreinheit, die wir hier haben, eine sehr dualistische ist. Das heißt, beide stehen in einem diametralen Widerspruch zueinander und das eine hat also die Unreinheit, die Macht, die Reinheit zu beschädigen. But with the idea of Todtmoos, the purity of Todtmoos is not defiled by anything, not by keeping it out. It is not a closed, perfect world with everything outside, but is a space which includes everything. Aber wenn wir über die Reinheit von Todtmoos sprechen, dann ist diese von einer anderen Art. Sie ist nicht von irgendetwas zu beschmutzen. Und dieses Nicht-Beschmutztsein entsteht auch nicht dadurch, dass man eine Trennung vornimmt, dass man sozusagen das Unreine draußen hält, dass man eine schöne, abgeschlossene, reine Welt erschaffen hat, in der die Unreinheit keinen Platz hat, sondern im Gegenteil, sie entsteht dadurch, dass sie durch den Raum repräsentiert wird, in dem für alles Platz ist, wo alles stattfinden kann. Because a diamond always means emptiness. Denn Diamant bedeutet immer auch Leerheit. And there is no substance in emptiness. Und in Leerheit gibt es keine Substanz. Emptiness has no boundary, no top, no bottom, no shape. Leerheit hat weder Grenzen, noch ein Oben oder ein Unten und auch keine Form. So it doesn't stand in contradiction to anything. Das heißt, sie steht auch nicht im Widerspruch zu irgendetwas anderem. If we remember again this Greek scientist Archimedes, when he gets in the bath and the water goes over and he recognizes, oh, eureka, there is a function here that matter displaces, the mass will displace an equal mass of whatever it's put into. Wir erinnern uns vielleicht an diesen griechischen Wissenschaftler Archimedes, der in die Badewanne stieg und merkte, wie das Wasser rausschwappt und dann schrie Eureka und erkannte, dass also eine Masse eine andere gleichwertige Masse verdrängt in der Proportion zu dem, was hineingetan worden ist. And we can think that space operates in the same way. Wir könnten denken, dass der Raum in der gleichen Weise funktioniert. We often talk about occupying space. Wir sprechen sogar manchmal davon, einen gewissen Raum einzunehmen. And we can say, so, hey, can you give me some more space? Wir können auch zu jemandem sagen, kannst du mir ein bisschen Raum machen, Platz machen? Because the metaphor that our language is constructed around is one of substance, essence and control. So we move things in different places and that's how we construct our world. Denn die Metapher, um die unsere Sprache herum erschaffen wird, ist die Metapher von Substanz, Essenz und Kontrolle, sodass wir die Vorstellung haben, wir können Dinge im Raum herum bewegen, entsprechend unseren eigenen Wünschen und Vorstellungen. But we don't displace space the way we displace water. Aber es ist nicht so, dass wir Raum verdrängen in der gleichen Weise, wie wir Wasser verdrängen. You go in the bath and the water has to rise because you're taking up the place the water was in. But when you move in space, you don't push the space out.
Wenn wir in Wasser steigen, dann steigt der Wasserspiegel höher, weil dieses Wasser, das wir sozusagen, der Raum, das das Wasser eingenommen hat, jetzt von uns eingenommen wird und das Wasser muss woanders hingehen. Wenn wir aber uns im Raum bewegen, müssen wir uns nicht den Raum vor uns wegschieben. So in this view, space is never damaged. It doesn't matter what moves through space, nothing can mark space. Und in dieser Sichtweise wird der Raum niemals beschädigt. Es spielt keine Rolle, was sich in diesem Raum bewegt. Nichts hat die Fähigkeit, den Raum zu markieren. So although we talk of the 5 elements, space, air, fire, water and earth, 4 form one group and space forms another. Und obwohl wir von den 5 Elementen sprechen, also Raum, Luft, Wasser, Feuer und Erde, so bilden doch die einen 4 eine Gruppe und Raum ist eine andere Gruppe für sich. Because earth and water and wind and fire all influence each other. We can see that when we look in nature, how the wind has made the trees bend, the fire has burned down the trees, the water washes things away and so on. Excuse me, I was distracted. Okay. Because I found something I missed to push one. Oh no. No, no problem. Oh, Everything is there. oh no. Just not Okay. in Much space. distraction. So, do you know your last sentence? Yes, I do. Okay. So even if we just look in nature, we can see how these 4 elements are moving on each other. Selbst wenn wir in die Natur schauen, können wir sehen, wie die 4 Elemente sozusagen ineinander wechselwirken. We can see just now we have snow because the fire element goes down and water manifests in that form when it is cold. Wir können sehen, wir haben jetzt Schnee, weil das Feuerelement sozusagen abgenommen hat und Wasserelement manifestiert sich in diese Form, wenn es kalt ist. Now the water fire element comes back up again, so we start to have a little bit of rain, so then the snow starts to melt. Und das Feuerelement steigt wieder ein bisschen an und deswegen haben wir dann statt Schnee ein bisschen Regen und der Schnee fängt an zu schmelzen. This house has been renovated and presumably a lot of effort went into that. Dieses Haus wurde renoviert und wahrscheinlich ist eine Menge Anstrengung in diese Arbeit hineingeflossen. But for less than 1 pfennig you can have 1 match and burn the whole place down. Aber für weniger als einen Pfennig kann man einen Streichholz kaufen und diesen ganzen Platz abbrennen. Because fire is a big enemy of wood. Denn Feuer ist ein großer Feind des Holzes. And all the solidity of the building will just fall in. Und all die Solidität, die Festigkeit dieses Hauses wird in sich zusammenbrechen. Now we learn this when we are very small children. We become aware of this and we see how everything influences each other. Und das lernen wir schon, wenn wir kleine Kinder sind. Wir sehen, wie alles einander beeinflusst und sozusagen wie alles miteinander wechselwirkt. We also live in a body composed of these elements in balance, and when they go out of balance, we become sick. Auch leben wir in einem solchen Körper, der auch aus diesen Elementen zusammengesetzt sind, die idealerweise in einem Gleichgewicht miteinander stehen, aber wenn dieses Gleichgewicht verlustig geht, dann werden wir krank. When I look at little Paul running around, I think, oh, how wonderful to have all that energy again, and my body can remember me. But it's not like that anymore. Now I like to sit quiet. Wenn James Paul anschaut, der herumrennt, dann denkt er, wie wundervoll wäre es, wieder diese Energie zu haben, diese Beweglichkeit zu haben, herumzurennen. Aber heutzutage hat er nicht mehr diese Energie und er bevorzugt es, lieber ruhig zu sitzen. And that's the thing, the aging process brings its transformation of the elements. Und das ist auch etwas, dass das Altern, der Prozess des Alterns auch eine Verwandlung der Elemente mit sich bringt. And these processes are not ones we can control. Und es sind keine Vorgänge, die wir beherrschen oder steuern können. Although, of course, the tradition of alchemy is very strong in China, particularly in Taoism and in Tantra. Obwohl die alchemistische Tradition sehr stark ist, insbesondere in China, im Taoismus und im Tantra.
And aspects of it you have in Dzogchen in terms of idea of a rainbow body or body of light and so on. Und es gibt Aspekte davon auch im Dzogchen, wenn von Regenbogenkörper oder Lichtkörper gesprochen wird. The idea of an indestructible body, a doji ku, is also very strong. People want to live forever. Und auch die Idee eines unzerstörbaren Körpers, eines Doji-ku, ist stark, sie ist sehr stark entwickelt und hängt damit zusammen, dass die Menschen den Wunsch haben, für immer zu leben. And there are many stories of people who achieved this. Und es gibt eine Menge Geschichten von Leuten, die es auch erreicht haben. But there are stories. Es sind zunächst einmal Geschichten. What we know is that everybody we know seems to die, and the people we hear about who we never met don't seem to die. Was wir sicher wissen, ist, dass alle Leute, die wir kennen, scheinbar sterben und alle Leute, die nicht sterben, sind nicht Leute, die wir kennen. It's like in England now we have a lottery, and everyone I know has never won the lottery, but someone somewhere seems to win the lottery. In England gibt es eine Lotterie, ein Lottosystem und alle Leute, die James kennt, die Lotto gespielt haben, niemals was gewonnen, und es scheinen immer irgendwelche Leute was zu gewinnen. So, these four elements moving together are moving in space as aspects of the energy of space. They are not self-existing, but they are, if you like, condensations of particular vibratory qualities of the creative potential of space. Und diese vier Elemente, die bewegen sich gemeinsam im Raum als ein Aspekt der Energie des Raumes. Und sie sind nicht etwas, was per se besteht, sondern nicht etwas, was unabhängig vom Raum besteht, sondern sie sind Aspekte einer schwingungsfähigen Qualität des kreativen Potenzials des Raumes. And if you do these big mandala practices, it always starts with infinite space, and then coming out of that you have these different elements manifesting in them. Rainbow light and seed syllables, the mandala and so on. But it's always the same pattern, because in the beginning the ground of everything is space, which is emptiness. Und wenn man also diese großen Mandala-Praktiken macht, dann steht da am Anfang immer der leere Raum, aus dem dann die verschiedenen Elemente erscheinen und dann die Keimsilben und so weiter. Aber es beginnt immer mit dem Raum, weil der Raum immer die Grundlage ist. Es ist der Grund, auf dem alles andere erscheinen kann. And again, in the system of Tantra, in the mandala we have these 5 sections, the center one being the site of the transformation of stupidity and ignorance, which is transformed into this wisdom of Dharmadhatu. Und in allen Mandala-Praktiken haben wir eigentlich dasselbe Muster. Wir haben eben diese 5 Abschnitte oder Unterteilungen. Wir haben im Zentrum des Mandalas den Aspekt des Raumes, der transformiert wird der verbunden ist zunächst einmal mit Unwissenheit, die transformiert wird in die Weisheit des Dharmadhatu. And Dharmadhatu is exactly the nature of space. Dharmadhatu is the space dimension in which all dharmas manifest. Und Dharmadhatu ist genau die Natur des Raumes, das ist die Dimension des Raumes, in dem alle Dinge sich manifestieren können. Because what we're talking about is not something you can really express in language. When you read the text concerning it, you will find many definitions or descriptions, and when you put them all down together, they seem often to contradict each other. Und darüber zu sprechen ist eigentlich unmöglich, wenn der Versuch unternommen wird, in Texten über diese Dinge begrifflich zu sprechen. Wenn wir eine Liste von den Begriffen aufführen würden, die dort verwendet werden, wenn wir das gegenüberstellen, wenn wir feststellen, dass die Beschreibungen einander zu widersprechen scheinen. Just with the traditional example of the 6 blind men trying to describe an elephant. Das ist ein traditionelles Beispiel von den 6 Blinden, die versuchen, durch Tasten einen Elefanten zu beschreiben. However, until we get this direct experience, we need to use words in some way. Und doch, bevor wir diese unmittelbare Erfahrung selbst haben, müssen wir in gewisser Weise auch Worte verwenden. Because whenever we're talking about space or emptiness, there is this double pulse. There is one movement in which everything goes down into space, and when you look
to find the essence or the real quality of this space or emptiness or basic awareness which is permeating it, you can't find anything. Denn es gibt, wenn wir von Raum oder Leerheit sprechen, immer eine Art doppelte Pulsation. Einerseits gibt es die Bewegung zum Raum hin, wenn wir also genau hinschauen und versuchen Dinge zu finden, wenn wir versuchen irgendeine Art Qualität der Leerheit zu finden, stellen wir fest, es gibt da nichts, was wir finden könnten. And yet, this space itself seems to be a creative potential, a ceaseless movement arises from it and in it and through it, which is this whole dimension which we experience and all the other dimensions we can imagine. Und doch hat auch gleichzeitig der Raum ein unendliches kreatives Potenzial. Es gibt ein unaufhörliches Manifestieren, sozusagen von alles, was erscheint, kommt aus dem Raum, durch den Raum und im Raum. Und es gibt nichts, was nicht darin erscheinen könnte. And this is what the Dharma Dhatu is gesturing towards, is space and emptiness as a potentiality for manifestation. Und das ist die Richtung, in die der Begriff Dharma Dhatu eigentlich hinweist, dass Leerheit und Raum sozusagen das Potenzial für unendliche Manifestation darstellen. That is to say, it's the state which is empty and full at the same time. Das ist also ein Zustand, der leer und voll zugleich ist. And this is the nature of Dojjisempa, because the purity of Dojjisempa is the fact that everything is empty. And what is pure within the field of Dojjisempa is everything, because everything is in the emptiness which is Dojjisempa. Und das ist auch die Einheit von Dojjisempa, denn sie ist mit der Idee verbunden, dass alles, was erscheint, leer ist und alles erscheint in der Leerheit dieses Bereiches von Dojjisempa. In Tibetan this is called Kada. Ka means original or from the beginning, and Dat means pure. Und in der tibetischen Sprache drückt man das durch den Begriff Kadak. Und das heißt so etwas wie von allem Anfang an rein. So, when Garab Dorji manifested into the world, he taught and had many kind of experiences, and you can read his story. And then at the end of his life, he rose up into the air and gave his final teaching from the state of space. He was in a ball of light, in a big tigli or bindu, a revolving, luminescent ball. Und wenn man also die Geschichte von Garab Dorje liest, man sieht da die verschiedenen Stadien, erschien in diese Welt, hat durchlief verschiedene Arten von Erfahrungen und Phasen und zum Schluss seines Lebens stieg er so in den Raum auf und verwandelte sich in eine Lichtsphäre, die ausstrahlte. And this teaching, which is in this John Reynolds book, and it's also translated in the Simply Being or Yogi's Hangabak book, in this form from Pato Rinpoche, is teaching in three little statements. Und die Lehre, die da erteilte, die in dem Buch von John Reynolds übersetzt ist und auch in dem Buch von James, in diesem Handbuch Handgepäck eines Yogis, in der Form, wie sie durch Pato Rinpoche wiedergegeben wird. Diese Unterweisung ist gegeben worden in 3 kurzen Aussprüchen. And the first point is to awaken on your own nature. Und der erste Punkt ist, in der eigenen Natur zu erwachen. It might be quite nice from time to wake up in someone else's bed. Es mag ja ganz nett sein, von Zeit zu Zeit in dem Bett von jemand anderem aufzuwachen. But in the end, your own bed is also very comfortable. Aber am Ende ist das eigene Bett auch sehr bequem. If you wake up in someone else's bed, then all sorts of things begin. Why am I here now? What are we going to do? And life becomes very busy. Wenn wir immer in dem Bett von jemand anderem aufwachen, dann
geht da eine ganze Menge los dabei. Ne? Dann beginnt man sich zu fragen, wie bin ich denn hierher gekommen und was ist die Folge, was ist die Konsequenz. Das Leben wird sehr geschäftig. If you wake up in your own bed, you know where you are, you have a nice farm, you don't need to worry. Wenn man in dem eigenen Bett aufwacht, ist das Leben sehr friedlich. Man weiß, wo man ist, man darf auch in Ruhe furzen und ist alles sehr ruhig. That's why Garab Dorji says, wake up in your own place. Und das ist der Grund, warum Garab Dorji sagt, wach an deinem eigenen Ort auf. Wake up on your own nature. Wach in deiner eigenen Natur auf. You don't need to wake up in someone else's space, in Sanghapauri or Tara's realm or anyone else's space. You can wake up on yourself, as yourself. Now. Man muss nicht in dem Raum, wie man es anderen aufwachen, man muss nicht in Sanghapauri aufwachen oder in dem Bereich Tara oder wo auch immer. Man kann in sich selbst, als man selbst aufwachen. So in order to do this, one has to be able to look where one is. Und um das tun zu können, muss man die Fähigkeit entwickeln, zu schauen, wer man ist. Now, if I'm sitting here, I can look out and see where you are. Nun, wenn James hier sitzt, kann er natürlich sich umherschauen und sehen, wer die anderen sind. It's much more difficult to see where I am. Es ist viel schwieriger zu sehen, wer er selbst ist. Because the eyes go out. Die Augen schauen nach außen. That's why in the Buddhist text they talk about developing this wisdom. Deswegen wird in buddhistischen Texten von der Entwicklung des Weisheitsauges gesprochen. Because the wisdom eye is looking out and in at the same time. Denn das Weisheitsauge schaut nach außen und nach innen zugleich. Most of our attention is turned out, and that's why we live as a subject in a world of objects, always defining ourselves in terms of how other people make sense of us, whether they like us or don't like us, and so on. Unsere Sinne sind nach außen gekehrt und das ist der Grund, warum wir auch als Subjekt in einer Welt von Objekten leben und uns immer dadurch definieren, wie wir uns selbst in der Spiegelung durch andere erfahren, wie andere Leute uns definieren, wie andere Leute über uns denken, das definiert uns selbst. And we live like little beggars, expecting somebody to give us the important things of our life. Und wir leben wie kleine Bettler, die immer warten, dass jemand anderer uns die wichtigen Dinge in unserem Leben übereignet. But whatever somebody gives us, they also take something. Nothing is for free. Aber wenn immer uns jemand etwas gibt, wird er auch etwas nehmen. Es gibt nichts umsonst. When somebody gives you something, they take part of your attention, because you attend to them. Wenn jemand uns etwas gibt, dann beanspruchen sie einen Teil unserer Aufmerksamkeit, denn wir beachten sie. And a lot of the time, when you are attending, you are tilted. Eine ganze Menge Zeit, wenn man etwas anderes beachtet, ist man geneigt. There are not many vertical people in the world. Es gibt nicht viele aufrechte Leute in der Welt. Most people are. Die meisten Leute sind irgendwie etwas schräg, verneigt. For example, in Sarnath, there's a modern-ish Buddhist temple, the Mahabodhi temple, and inside it they have paintings of these various stages of the Buddha's life. Zum Beispiel in Sarnath gibt es diesen Modern, yes. Ein relativ modernen buddhistischen Tempel und Mahabodhi-Tempel, und in diesem Tempel gibt es Gemälde über die verschiedenen Phasen des Lebens des Buddha. And in this you see the painting of the Buddha's death, and he's lying down there. He looks quite peaceful, and everybody else is very disturbed, and they're all looking to see what is happening with him. Und da sieht man auch das Bild, wenn der Buddha steht und liegt, und ziemlich gerade so am Sterben ist und ziemlich friedlich ist, und alle anderen sind ziemlich verstört und gucken so mit verdrehten Gesichtern, was denn gerade mit dem Buddha los ist. What do they think is happening with him? He's dead. There's nothing very much happening. If he stays for enough time in a hot country, then little maggots will come out his nose. That's all that will happen.
Aber was denken Sie eigentlich, was mit dem Buddha los ist? Nichts ist los, er ist tot und wenn er länger in einem heißen Land herumliegt, dann werden kleine Maden aus seinen Nasen rauskommen. The Buddha helped these people by giving them teachings, but the price he extracted is that they now think he is the center of attention. Der Buddha half diesen Menschen, indem er ihnen Lehren erteilte, aber der Preis dafür war, dass er jetzt das Zentrum ihrer Aufmerksamkeit ist. And they feel, I will get more benefit by looking at the Buddha's dead body than looking at my mind. Und sie haben das Gefühl jetzt, dass sie mehr Nutzen davon haben werden, den toten Körper des Buddha anzuschauen, statt ihren eigenen Geist anzuschauen. It's much more important for me to look at Rinpoche than to look at myself. Es ist für mich viel wichtiger, den Rinpoche anzuschauen, als mich selbst. What is Rinpoche doing? Was macht Rinpoche? What does it matter what Rinpoche is doing? Aber was kümmert es denn eigentlich, was er tut? He's doing whatever he's doing. The question is, what are you doing? Er tut, was er tut. Die Frage ist, was tut man selbst? But we don't know what we're doing. We don't know why we're doing what we're doing. So it's much better and much easier to look at what the Rinpoche is doing. Aber When you look at what the Rinpoche is doing, you get a blessing. wir wissen nicht, was wir tun, und es ist auch sehr schwer für uns zu wissen, was wir tun, denn wir wissen nicht einmal, warum wir die Dinge tun, die wir tun. Und weil das so schwierig für uns ist, gucken wir doch lieber darauf, was Rinpoche macht, und indem wir das tun, bekommen wir sogar noch einen Segen. You get the blessing of being off balance. Und das ist der Segen, aus dem Gleichgewicht zu sein. It's a reality that many people spend all their life tilted. Das ist eine Realität, dass viele Menschen ihr Leben in einer etwas geneigten Position verbringen. Now clearly, if you are wandering around in the world like this, and you find something strong and steady, the John Wayne of Buddhism, then you, with your trembling heart, pull out, oh John! Natürlich, wenn man zunächst einmal in seinem Leben sehr wackelig herumläuft und dann ist da plötzlich dieser John Wayne des Buddhismus stark und stabil und gerade und aufrecht, dann kann man mit unserem zitternden Herzen sozusagen in die Arme fallen und jauchzen, oh John. And then you feel very safe. Und dann fühlt man sich sehr sicher. But maybe John's not so stable. Aber was, wenn John doch nicht so stabil? And when John starts to wobble, what do? Oh, we all go down with John. Und wenn John anfängt zu wackeln, was machen wir denn? Wackeln wir mit John runter. The best thing, when you meet John, you should run very hard and bang into John. Because then you end up standing up. If you hit John, you stand up. If you fall onto John, you remain fallen. Das Beste, was wir tun könnten, ist wirklich auf John zuzurennen, hart aufzuprallen und durch diesen Aufprall wirklich aufrecht zu stehen. Wenn John steht und wir stehen, dann stehen wir beide. Wenn wir aber auf John fallen, dann fallen wir beide. If you like John Wayne movies, and I like them very much, there's a very good one called True Grit. Some of you may know this movie. John Wayne's only feminist film. Wenn man John Waynes Filme mag, und James sagt, er mag sie sehr gerne, da gibt es einen Film, True Grit. Grit means like courage. Wahre Mut, und das ist der einzige feministische Film von John Wayne. And in this film there's a young girl about 13 whose parents have been killed by someone, and she wants to go after them. And she hires John Wayne to go with her. And in this film, the actress who plays it, I don't know her name, but she's very, very strong. And she keeps banging into John Wayne, and in the end they're completely solid. And both are grounded in themselves. And it's a very beautiful film. In diesem Film verliert ein 13-jähriges Mädchen ihre Eltern, die getötet werden, und sie will die Mörder stellen und heuert John Wayne an als den Mann dazu. Und in diesem Film, James sagt, er kennt die Schauspielerin nicht, die das spielt, aber sie ist eine sehr starke Frau. Und ständig gibt es diese Zusammenstöße, und am Ende des Films stehen beide sehr, sehr stark da. So it's just very important to understand again the difference between Tantra and Dzogchen. It's not to say that one is better than another, but they have different styles and different functions, and they suit different personalities at different times.
Daher ist es sehr, sehr wichtig, wiederum auch den Unterschied zwischen Tantra und Dzogchen zu verstehen, womit nicht gesagt sein soll, dass das eine besser als das andere ist, aber sie haben definitiv andere Strukturen, andere Energien und sie dienen sozusagen anderen Persönlichkeitsstrukturen und in anderen Zeiten, in verschiedenen Zeiten. Because Tantra is working with idealization, and idealization always involves a tilt towards the other. Tantra arbeitet sehr stark mit Idealisierung und Idealisierung beinhaltet immer eine Art Schräglage zum anderen hin. But in Dzogchen, with this first principle of Garabdoji, to wake up to yourself, to recognize your own face, means to recollect yourself, to take all the projected, dispersed part of your existence into one point, cognitively, affectively, energetically, and rest in that and recognize. In Dzogchen aber, wenn man das erste Prinzip von Garabdoja anschaut, in der eigenen Natur zu erwachen, das eigene Gesicht zu erkennen, dann bedeutet dies sozusagen sich selbst wieder zu sammeln, all die zerstreuten Aspekte unserer verschiedenen Projektionen zurückzuziehen und sozusagen sowohl emotional als auch kognitiv als auch und auch als auch energetisch an einem Punkt wieder zu sammeln. Because karma means to be off balance. Denn Karma bedeutet, außer Gleichgewicht zu sein. That's what it is. To be immersed in karma is to be at the mercy of impulses, attractions and repulsions in the world. Which means that one is constantly rolling towards things and away from things. Und das ist wirklich so, denn sozusagen ausgeliefert zu sein all den Impulsen, die aufkommen, bedeutet ja nichts anderes, als dass man ständig sozusagen in einer Bewegung zwischen den anziehenden Dingen und zwischen den abstoßenden Dingen herum rotiert und ständig sozusagen herumrollt in einem Zustand außer Gleichgewicht. Karma is not an objective phenomenon. Karma ist keine objektive Erscheinung. It is a quality of consciousness. Es ist eine Eigenschaft des Bewusstseins. When we exist attuned or aligned with a particular aspect of consciousness, then we become prone to karma. When we are not in that kind of consciousness, we don't have karma. Wenn unsere Existenz eingestimmt oder ausgerichtet ist auf bestimmte Aspekte unseres eigenen Bewusstseins, dann haben wir die Neigung, Karma zu erfahren. Wenn wir nicht mit diesen Aspekten sozusagen zusammengehen, dann haben wir eigentlich auch kein Karma. To come into consciousness as an individual identity, to be oneself, is like to get an identity card, like in Germany. Und sozusagen ein individuelles Bewusstsein, das Bewusstsein meiner selbst zu bekommen, ist nichts anderes, als ob man eine Art Personalausweis bekommen würde. With this card you can do many things. You can go to the customs, you can show to the police who you are, you can use it to open a bank account, and it proves who you are. And it's not just a neutral proof of who you are, but many things come to you, and you can't escape with one of these, because you are accountable. If you are this person, then you owe some money, or you must go to court. It pins you into a particular place. Und wenn man eine solche Karte hat, dann kann man natürlich mit dieser Karte auch eine ganze Menge tun. Man kann zum Zoll gehen, zur Polizei gehen, seine eigene Identität ausweisen, man kann den Leuten sagen, wer man ist, man kann zur Bank gehen, ein Konto eröffnen, sodass also ständig gewissermaßen nachweisbar ist, wer man ist. Und dieses wer man ist keineswegs ein neutraler Zustand, sondern hat unmittelbare Konsequenzen, denn wenn man also in dieser Weise existiert, ist man auch verantwortlich für seine Handlung. Wenn man identifizierbar ist als der und jene, dann besteht die berechtigte Annahme, dass man über Geld verfügt oder man verfügt über kein Geld. Dann wird man vielleicht für bestimmte Dinge verklagt und so weiter, man wird vor Gericht gezogen. Also es ist kein neutraler Zustand, sondern
diese Identität zieht eine Menge Dinge nach sich. And it's like that with our ego identity. Just as your card has a barcode on it, an electronic definer, we have an energetic barcode which brings in some things and pushes away others. It's not that we are consciously intending to make the world the way it is. We just find these things are right and these things are not right. We look at someone else and say, how did you get that kind of life? I would like that life. No, we didn't get that life. We get this one because we have this kind of card. Und diese Ego-Identitätskarte ist sehr ähnlich wie ein Pass, so wie auf einem Pass ein Strichcode ist, der dann von einer elektronischen Maschine gelesen werden kann und sozusagen unsere Daten ausspuckt. In der gleichen Weise haben wir sozusagen einen energetischen Strichcode und dieser Strichcode bewirkt etwas. Wir bekommen bestimmte Arten von Situationen, andere Arten von Situationen bekommen wir nicht. Wir möchten mit bestimmten Arten von Leuten zusammen sein, mit anderen nicht. Und es könnte uns ohne weiteres passieren, dass wir jemanden erleben und denken, wieso kann dieser Mensch so leben, wie ich mir das eigentlich gewünscht habe, aber nicht bekommen habe. Aber es ist nun einmal so, dass sozusagen unser unser energetisches Strichcode eben gerade diese Art von Leben und nicht die andere Art von Leben angezogen hat. And just as under totalitarian regimes, to often have these groups who resist the power of the regime, and they have their own little printing press and they can make a new identity card and you get across the border. So you go to the guru and he gives you an initiation and you get a new name, the new identity and get across. Und in der ganz gleichen Weise wie in totalitären Regimen es immer solche kleine Widerstandsgruppen gibt und die haben so ihre kleine Handpresse und die können auch Ausweise fälschen und uns einen neuen Namen, eine neue Identität verpassen und uns helfen damit auch vielleicht das Land zu verlassen, über die Grenze zu kommen. So gehen wir zu unserem Guru und bekommen auch eine neue Identität verpasst, einen neuen Pass verpasst, einen neuen Namen verpasst und können auch weglaufen. So then when I go to die and Yama is coming, he says, James Law. And I said, no, I am Dodgy Ding Dong. Stirbt und Yama kommt, seine tiefen Stimme fragt, ob es denn James Law ist, dann wird er sagen, nein, ich bin Dodgy Ding Dong. And then he says, Ding Dong merrily on high. Off I go. Das macht er. That is the theory of Tantra. That's what Tantra is designed to do. That if you really hold to the new identity, and you are in it, and you trust your new passport, you won't have any anxiety. So even when the dogs come to sniff the fear, you'll be completely neutral, grounded, and then you go through. No one can grab you. Das ist die Theorie, die dem Tantra zugrunde liegt, und es ist wirklich die Idee hier, dass wir, wenn wir vollkommenes Vertrauen in diese neue Identität haben, wenn wir sozusagen uns ohne jeden Zweifel in dieser neuen Identität befinden, wir dann vollkommen geerdet, vollkommen stabil sind und selbst wenn die Suchhunde sozusagen kommen, Spürhunde kommen und anfangen an uns zu schnüffeln, wird keinerlei Angst aufkommen. Wir sind vollkommen unberührbar davon, frei davon und können uns frei bewegen, können frei gehen. Das ist die Idee hinter Tantra. But in Dzogchen, we try to look below the level of identity which is held by this karmic card to see who is the one who is carrying the card. Aber in Dzogchen versuchen wir unterhalb dieser Ebene von Identität zu schauen, die durch diese karmische Identitätskarte vermittelt wird. Wir wollen in Dzogchen eher versuchen herauszufinden, wer ist derjenige, der der Inhaber dieser karmischen Karte ist. Because there is a two-way movement. The card identifies us, but we also identify with the card. Und es gibt ja eine Bewegung in zwei Richtungen. Natürlich identifiziert die Karte uns, sie sagt, wer wir sind, aber auch wir identifizieren uns mit der Karte. And if we can pull back
this energy of identification, it doesn't matter too much what card is there. Und wenn wir diese Energie der Identifizierung etwas zurücknehmen können, dann spielt es eigentlich keine Rolle, welche Art von Karte da ist. Because one of the aspects of our human life is that we are able to empathize with others and also not empathize. Denn eines der Aspekte unseres menschlichen Lebens ist, dass wir fähig sind, Empathie zu anderen zu empfinden, aber auch sie nicht zu empfinden. So, if you meet someone and they say, oh shit, I've just been to the hospital and they tell me I have cancer, we say, oh, that's terrible. Do we really feel sad for that person? But then we get up and we go home and we don't have cancer. They have cancer. Not that. Empathy takes you as if you had something of their experience, but you don't have their experience. Zum Beispiel können wir jemanden treffen, der uns sagt, oh, verdammt, ich war gerade im Krankenhaus, habe erfahren, ich habe Krebs. Und dann kommt diese Bewegung von Mitgefühl bei uns auf, wir fühlen uns so wirklich traurig und denken, wie schrecklich. Und dann gehen wir nach Hause und haben selbst aber keinen Krebs. Mit anderen Worten, Empathie kann uns das Empfinden vermitteln, als würden wir die Erfahrung des anderen haben, aber wir haben sie nicht wirklich. Wir haben nicht wirklich die Erfahrung des anderen. Sie haben diese Erfahrung. Now, most of the time, our awareness has this empathic relationship with our ego. Und die meiste Zeit hat unsere Bewusstheit diese empathische Beziehung zu unserem eigenen Ego. So my ego says, I'm James Lowe. And my awareness says, oh, okay, James Lowe. So sagt also sein Ego, ich bin James Lowe, und seine Bewusstheit sagt, aha, du bist James Lowe. And when this gets very blurred, it is as if the awareness is identified with the ego. But the ego is the one that does the identification, not the awareness. The awareness has a resonance, an empathic attunement, a possibility of picking up and displaying what is there, but not of being it on the level of identification. Und wenn die Dinge anfangen verwischt zu sein, dann hat man das Gefühl, als würde sich die Bewusstheit mit diesem Ego identifizieren, aber das ist vollkommen falsch. Es ist das Ego, das sich identifiziert, und die Bewusstheit hat lediglich die Fähigkeit dazu, ein empathisches sich darauf einstimmen zu vollbringen, das aber nicht das Sein selbst ist. And this is very important, because the awareness can go home. It doesn't have the problems of the ego. Und das ist sehr wichtig, denn Bewusstheit kann auch nach Hause gehen. Sie muss nicht die Probleme des Egos haben. When the awareness goes out again and says, hello ego still has the same problems. Und wenn die Bewusstheit wieder rausgeht und Ego trifft und sagt, hallo Ego, dann hat das Ego immer noch die gleichen Probleme. And the awareness, being quite generous, can be with the ego, with its problems. Und die Bewusstheit in ihrer Großzügigkeit kann natürlich auch mit dem Ego zusammen sein, mit dem Problem des Egos. But the awareness does not have the problems of the ego, and the awareness is not fundamentally altered by the problems of the ego. Aber die Bewusstheit muss nicht die Probleme des Egos haben, und die Bewusstheit wird auch nie grundlegend verändert durch die Probleme des Ego. Because the ego's nature is to build itself around anything which it can feel to be substantial. And problems often feel very substantial. Denn die Natur des Ego ist, sich sozusagen herumzubauen, alles, was sich in irgendeiner Weise substanziell anfühlt, massiv anfühlt. Und Probleme können sich substanziell anfühlen. So, when Garabdoti says to wake up on your own nature, it means to shift the attention from the level of identification with the stream of karmic manifestation, which we call ourself or our ego or me as I am, to drop that and to recognize who is the one who is aware of this.
wenn also So in Garagot is saying awakening on your own nature. This means to let go of the identification with this particular packaging of all the karmic traits which we call ourselves, and to relax into the state of the one who is aware of it. Wenn also Garagot sagt, in sich selbst zu erwachen, dann bedeutet es, loszulassen von dieser Identifizierung mit dem Empfinden von sich selbst als eben dasjenige, was in diese karmischen Verpackung daherkommt, mit all diesen Manifestationen, die karmisch bedingt sind, und herüberzuwechseln, eine Verschiebung zu erfahren zu der Erkenntnis desjenigen, der diese Identifizierung vornimmt. Is there anybody here who doesn't know the meaning of worry? Worry? Yeah. Gibt es hier jemanden, der nicht weiß, was Sorgen heißt? Yeah. Quite common to find ourselves caught up in something. Es ist ziemlich verbreitet, dass wir uns plötzlich in etwas gefangen finden oder von etwas gefangen genommen finden. And very often when we worry, our energy goes up a bit and we're up here, and then it goes down and we sink into a kind of depression. We burn up a lot of energy and then it's as if we get exhausted. And then again the panic comes and we go up and then we go down, and we have these waves. Und wenn wir uns also sorgen, dann ist es oft so, dass diese Energie hochsteigt und es geht alles ein bisschen in den Kopf, und dann werden wir wieder sehr müde und verfallen in einen etwas depressiven Zustand, und dann kommt die Panik wieder und dann geht es wieder hoch und runter und wir befinden uns dann in seiner Wellenbewegung. This is very important because you cannot separate ignorance and the 5 poisons from embodiment. Und das ist sehr wichtig, denn man kann Unwissenheit und die 5 Geistesgifte nicht von unserer Verkörperung, von unserer Körperlichkeit trennen. When we talk of the 5 poisons and the nature of the mind, we can think, oh, these are things that I'm doing somehow, and I shouldn't do this with my head, and I should think in a different way. But all of the qualities of samsara and nirvana are in the body. Und das ist sehr wichtig, denn wir könnten, wenn wir von der Natur des Geistes und den 5 Geistesgiften hören, die Vorstellung bekommen, dass das etwas ist, was sich sozusagen in unseren Gedanken abspielt, was wir gedanklich tun und wo wir uns vielleicht vornehmen könnten, gedanklich nicht zu tun. Aber alle diese Bewegungen sind sozusagen voll untrennbar mit unserem Körper verbunden. We hold many kinds of anxiety in our body, and this anxiety provides the precise basis for the reaction to karmic situations. Und wir haben auch in unserem Körper eine Menge Ängste, und diese Ängste stellen gewissermaßen die Grundlage für gewisse Reaktionen auf karmische Situationen dar. If you are in a relationship or you have children, you probably notice that you have more fights and arguments when you get tired and stressed. Wenn man in einer Beziehung lebt oder wenn man Kinder hat, dann wird man wahrscheinlich, werden alle bemerkt haben, dass man mehr Kämpfe und Streit hat, wenn man müde und gestresst ist. In Britain, it's very common to hear a person, looking after small children saying, "Listen, I've had it up to here, not another word, don't do anything. You see, enough is enough, no." In England gibt es also sehr oft, sieht man diese Situation, wenn jemand sagt, ich hab's bis da oben und kein Wort mehr, ich will nichts mehr hören, genug ist genug, diese Art von Ausdruck. And that is a real feeling, isn't it? That's something real. You feel inside myself, I have no more space. I cannot take any of your experience into me. I've had enough. Und das ist durchaus ein sehr reales Gefühl. Es ist wirklich das Gefühl, dass man keinen Raum mehr innerlich hat, dass man wirklich das Gefühl hat, man kann nicht noch eine Erfahrung vom anderen in sich aufnehmen. Genug ist genug. I mean, you can also see that in terms of these channels that go through the body, that gradually they've got clogged up and they get knotted, these karmic knots into them, so there is no flow of energy, so there is no space inside to manage interactions with the world.
Und das gleiche kann man auch auf der Ebene der Energiekanäle sehen, die dann mit der Zeit sozusagen verknotet, verstopft werden. Diese karmischen Knoten bilden sich und der Energiefluss stagniert und es gibt keinen Raum, keine Ressource mehr, diese energetischen Vorgänge noch zu meistern, mit ihnen umzugehen. So, in order to recognize one's own nature, it's very important to start to be able to open the body and free the nervous connection in the body, and we can do some things with that later. The key thing is to recognize that stress and tension are harmful. Und insbesondere wenn man also sich auf den Weg auch macht, die eigene Natur zu erkennen, ist es sehr wichtig, auch den eigenen Körper wirklich zu öffnen und zu entspannen, diese Nervenverbindung gewissermaßen aufzulockern. Und wir werden auch etwas in diese Beziehung später machen. Aber der entscheidende Punkt hier ist erkennen, dass Stress und Anspannung schädlich sind. Too much hope is not good. Too much fear is not good. Zu viel Hoffnung ist nicht gut und auch zu viel Angst ist nicht gut. When we pray, we should pray very, very, very strongly, but we should know that is a meditation practice. And before you pray, you should do a bit of yoga, and after you pray, you should do a bit of yoga. Because if you pray very strongly and you have a lot of tension inside you, you can get upset. Wenn wir zum Beispiel Gebete verrichten, sollten wir sie durchaus mit einer starken Intensität verrichten. Und doch sollten wir wissen, dass es eine Meditationspraxis ist. Also es ist gut, sicherlich vorher etwas Yoga-Übungen zu machen, danach etwas Yoga-Übungen zu machen. Denn sonst, wenn man sehr stark mit einer großen Intensität betet und einfach nur viel Spannung dabei aufbaut, dann kann da etwas aufgebracht werden. So the basic movement in the Dzogchen practice always is towards relaxation. Das heißt, die grundlegende Bewegung ist in Dzogchen Praxis immer in Richtung auf Entspannung. Because one of the qualities of letting go of attachment is a relaxation. Denn eine der Eigenschaften des Loslassens von Haften ist die Eigenschaft des Entspanntseins. In order for me to pick up the watch, I have to tighten the muscles. And the tension in the muscles holds the watch so it doesn't drop. Then when I put it down, then my hand can relax, because it's not having to hold on to anything. Um diese Uhr hochzuheben, sagt James, muss er seine Muskeln anspannen. Denn es sind die Muskeln, die gegen die Schwerkraft angehen, die ansonsten die Uhr fallen lassen würde oder verursachen würde, dass die Uhr fällt. Wenn er die Uhr wieder ablegt, kann er seine Muskeln entspannen, denn er muss an nichts festhalten. Okay, so one of the basic practices that we do is just to make use of the relaxing movement of the out-breath, which we link with the sound A. Eine der grundlegenden Praktiken, die wir machen, ist die entspannende Qualität des Ausatmens verbunden mit dem Klang von A zu benutzen. A represents emptiness. It is a sound which is in itself devoid of meaning, but many things can cling to meaning, to the A. A selbst repräsentiert Leerheit, es ist ein Klang, der an sich bedeutungslos ist, aber viele Bedeutungen können an dem A drangeklebt werden. And in the Sanskrit and the Tibetan alphabet, all the consonants are given with A as their vowel. Und im Sanskrit und auch im tibetischen Alphabet werden alle Konsonanten mit dem A als deren Vokal gegeben. So that A is connected with all forms of speech, with all forms of manifestation. Everything is a variation on A, just as everything which arises is a variation of emptiness. So ist also A mit allen, mit jeglicher Sprache und Äußerung verbunden. Alle sprachlichen Äußerungen werden als eine Variation auf das Thema A begriffen, in der gleichen Weise wie alle Manifestationen sozusagen Variationen auf das Thema Leerheit sind. So the first thing is just sitting comfortably, and just allow yourself to be aware of how you are in your body, of any tensions or excitements or boredoms or frustrations, any kind of tensions.
Zunächst sitzen wir einfach entspannt und erlauben uns selbst mit unserer Aufmerksamkeit zu fühlen, wie wir uns in unserem eigenen Körper befinden. Ob es da irgendwelche Spannungen gibt, irgendwelche Ängstlichkeiten, Frustrationen, Langeweile oder was immer es ist. And then we start the meditation. We do this with our eyes open and with the chin slightly raised. Dann beginnen wir die Meditation mit offenen Augen, mit dem Kinn ein bisschen erhoben. We keep our attention in the space in front of us. Unsere Aufmerksamkeit ruht im Raum vor uns. We want the attention to be resting in the space. Wir wollen, dass die Aufmerksamkeit im Raum ruht. If you can remember, maybe sometimes in summer, if you're sitting on a hill, looking out into a clear blue sky, the quality that your eye has, it's just in space. There's nothing going on. You're not looking at clouds, you're just spaced out. Vielleicht erinnert ihr euch an Situationen im Sommer, wenn man irgendwo auf einem Hügel sitzt und einfach entspannt in den Raum schaut. Man schaut nichts Besonderes an, man versucht auch nicht die Wolken zu sehen, sondern schaut einfach in den Raum. So we bring this here. We are aware of what we can see. We can see the walls, we can see bits of other people's bodies. We're not trying to push that away. It's not the enemy. Because the purpose of the meditation is always to relax and integrate, to allow whatever is there to be there. Und wenn wir also so sitzen und schauen, sehen wir natürlich auch das, was da ist. Wir sehen die Wände, wir sehen Teile von Körpern von anderen. Und diese Wahrnehmungen sind ja nicht unser Feind, sie sind nicht etwas, was wir irgendwie versuchen sollten beiseite zu schieben. Denn der Zweck dieser Meditation ist der des Integrierens von allem, was da ist. So then we decide this ah sound, just long and slow, and as we make the sound, try to let all the tensions in ourselves go out through the sound, just dissolving in space. So we become very light and open. Und dann rezitieren wir dieses A lang und leicht und wenn wir es rezitieren, versuchen wir alle Spannungen mit dem Ausatmen, mit dem Klang in den Raum zu entlassen, sodass wir einfach leicht und offen sind. So that through this we integrate ourselves, the space inside, around our heart, the whole of our existence, the space of that with the space which is outside ourselves. So there is no difference in this basic space nature of subject and object. Wenn wir das tun, versuchen wir den Raum draußen mit dem Raum innen drin in unserem Herzen zu integrieren, sodass keine Trennung, kein Unterschied zwischen Objekt und Subjekt besteht. Okay?
very important thing with that kind of practice is when you do it on your own, coming out of the practice is as important as going into it. We go into it in a very relaxed, open way, and we come out of it in a very relaxed way. We should not have a major difference between meditation and non-meditation, because everything becomes part of the meditation. So we're trying to take the state of awareness through a focused form to a more dynamic form, but keep the same neutrality. Ein sehr wichtiger Punkt bei dieser Art von Meditation ist, dass wenn wir die für uns selbst praktizieren, dass wir beachten sollten, dass das Verlassen der Meditation genauso wichtig ist, wie das in die Meditation hineingehen. Dass in der gleichen Weise, wie wir in einer sehr offenen, entspannten Einstellung in die Meditation gehen, wir auch die Meditation in einer solchen offenen und entspannten Weise verlassen sollten. Wir sollten keinen grundlegenden, starken Unterschied zwischen Meditation und Nicht-Meditation machen. Wir sollten versuchen, unsere Bewusstheit durch alle Dinge, die wir tun, hindurch aufrechtzuerhalten, sodass Meditation sozusagen in allem, was wir tun, auch in Form von Bewusstheit vorhanden ist. And for many people, we're more used to meditating with the eyes almost closed or completely closed, and so keeping the eyes open in that way can feel a bit strange at first. You may find your eyes watery, then you can just let the water come out. All it will do is dribble down your face. It's not going to do anything. Because it's a strange thing for the eye to be unfocused in that way. But as you get used to it, it becomes much easier. Und für viele, die ihre Meditation mit fast oder ganz geschlossenen Augen bisher geübt haben, mag es sich vielleicht etwas seltsam anfühlen, mit offenen Augen zu meditieren. Und unsere Augen wissen damit nicht so viel anzufangen, fangen an zu tränen. Aber das ist ja auch nicht weiter schlimm, dann lassen wir sie einfach tränen. Das Wasser kann ja die Wangen runterlaufen, mehr wird es nicht anstellen. Es kann nichts Schlimmes machen. Und mit der Zeit, mit der Übung werden sich die Augen an diese seltsame, nicht fokussierte Haltung entspannen lassen. Dann ist es sehr einfach, es zu tun. But also, because the practice is awareness, the key thing to be aware of is not just being in the state of awareness, but be aware of your own state. So, if you find yourself becoming disturbed in that meditation, stop doing it. This is not a case of trying to push through anything. Pushing is not part of this practice at all. There are some pushing practices in Dzogchen, but not this. This is about relaxation. So if you find that your condition at the moment is becoming disturbed because relaxation is not what you should be doing, then you can just look around the room, look about it, smell or something. Think about your shopping, whatever. Und es ist sehr wichtig hier zu wissen, dass es nicht darum geht, sozusagen in einem statischen Zustand von Bewusstheit zu sein, sondern dass es darum geht, wirklich auch Bewusstheit über den eigenen Zustand zu haben. Und wenn man also in dieser Meditation herausfindet, dass unser Zustand verstört wird, dann ist es besser aufzuhören. Denn diese Meditation handelt nicht von Kraftakt, sie ist nicht ein Akt des Forcierens von etwas. Es gibt zwar im Dzogchen auch Praktiken, wo etwas forciert wird, aber hier geht es nicht darum. Das ist hier eine mit Entspannung verbundene Praxis, und wenn wir finden, dass wir uns gerade gar nicht entspannen können, dann ist es vielleicht besser, eine Pause einzulegen, herumzugehen, etwas anzuschauen, den Schnee anzuschauen oder über unsere Einkaufsliste nachzudenken oder was immer es dann ist. Because in this practice, the method is yourself. That's what's really important to remember. There is no other method but yourself. So you have to be very attuned to the method. Many times people do, if they're doing these big puja practices, they don't feel in the mood to do them, they can't really connect with what they're doing, but they sit for 2-3 hours doing that. And that's fine, because if you believe there is a blessing in doing that and that's how you're doing it, that's fine. Because you are doing a practice, you are doing a puja, you are doing padmasambhava, you're doing what your guru told you to do. Whatever you're doing, you're not doing yourself, you're doing something else. Then you can do something else with a good heart or a bad heart, but you should just do it like in Zen monastery. They just sit. Whether you feel happy or sad, just sit.
You can do that because what you're doing is you're doing a practice. But here, what you're doing is yourself. So you can't be yourself by being false. Anyway, you'll be false. It's very difficult to be natural, otherwise we'd all be enlightened. So you don't have to try to make yourself false. Just by yourself, you'll be full of shit. Und hier ist es sehr wichtig, sich daran zu erinnern, dass in dieser Praxis die Methode wir selbst sind. Es gibt keine andere Methode als das, was wir selbst sind. Anders ist es vielleicht mit Pujas, wenn wir vielleicht viele Leute machen lange Pujas mit 2-3 Stunden sitzen und sie machen das aufgeregt, ohne überhaupt in der Stimmung dazu zu sein. Sie forcieren sich dazu, sie zwingen sich dazu, sie setzen sich hin, sind eigentlich gar nicht mit der Praxis wirklich verbunden, aber sie machen diese lange Praxis und es ist vielleicht auch gut so, denn wenn man glaubt, dass sozusagen das ist die Praxis, das gibt mir Segen, diese Praxis zu machen. Ich mache die Puja, ich mache Padmasambhava, ich mache, was mein Guru gesagt hat. Dann hängt das natürlich auch nicht davon ab, was ich darüber denke oder wie ich mich dabei fühle. Es ist so ein bisschen wie Zen-Klöstern, da wird auch gesessen, ganz gleich, wie man traurig oder lustig ist. Es wird einfach gesessen. Auch hier ist es so, dass man dann einfach sagt, weil das einfach die Praxis ist, das ist das, was wir machen. Aber hier ist das Einzige, was wir machen, ist wir selbst. Und natürlich dann zu seiner eigenen, zu der Erkenntnis seines Wesens vorzudringen, indem man falsch ist etwas schwierig. Natürlich sind wir ohnehin falsch. Wir brauchen nicht extra noch etwas draufsetzen, eine extra Falschheit draufsetzen, denn auch ohne das sind wir von uns aus schon voller Scheiße. Good. Any questions before we have a break? Gibt es hier Fragen, bevor wir Pause machen? Kann James irgendwas sagen zur Frage der Motivation? Also zum Beispiel, es gibt ja Leute, die schon jahrzehntelang meditieren oder praktizieren, aber mit der falschen Motivation. Das schließt sich jetzt gerade an das an, was er eben gesagt hat. Wie schafft man es, eine gute Motivation zu erzeugen? Could you say something about motivation? Since there are many people who practice for decades with some kind of a wrong motivation, like connected with what you said before. So could you say something how to develop a good motivation or right motivation? Motivation is important, but it's important to know when to let go of it. For example, sometimes when I'm completely in a stupid state, I watch snooker on television. Motivation ist etwas, was sehr wichtig ist, aber es ist auch sehr wichtig zu wissen, wann man sie auch loslassen sollte. Zum Beispiel James, wenn er wirklich in einem absolut blödsinnigen Zustand ist, dann schaut er sich im Fernsehen eine Sendung an, die Snooker heißt. And there is nothing more boring than snooker on television. Und es gibt eigentlich nichts Langweiligeres in der Welt, denn diese Sendung Snooker-Fernsehen. Now, clearly, these people, they are playing for a lot of money in the World Championships. And they have a motivation. Natürlich, diese Leute kämpfen Meisterschaft, Weltmeisterschaft für eine ganze Menge Geld und sie haben natürlich eine sehr starke Motivation. But it's very dignified. They all have to wear a little bow tie and they wear a black suit, almost always men, and they walk very slowly and they look carefully with the shot and it's very, very calm. So they have a big motivation, but when they go near the ball, it's very calm. Aber sie kämpfen auf eine sehr würdevolle Weise. Sie sind meistens Männer, sie tragen also eine sehr vornehme Kleidung, kleine, sehr sorgfältig gebundene Fliegen und wenn sie
gehen, um diesen Schuss zu machen. Das ist like a billiard. Ja. Das ist eine Art von Billard. Wenn sie gehen, diesen Schuss zu machen, dann gehen sie auf eine sehr würdevoll, langsame Weise ran, obwohl sie innerlich eine sehr starke Motivation haben, dieses Geld zu bekommen. So, for this kind of meditation, you can use all sorts of motivation. You can use the motivation that samsara is painful and you want to get out of it for yourself. You can use the motivation of wanting to help all sentient beings. You can use the motivation of feeling like a lost child who wants to recognize themselves and be at home again. You can do the motivation, even a kind of perverse motivation, or that nowadays Dzogchen is very sexy, I also want to be a very sexy person, so I'll do Dzogchen. Fine. Anything that gets you into the meditation to do it, perhaps doesn't matter so much, because the change which is created is not by the motivation, but by the meditation. Und man könnte für diese Art von Meditation sehr unterschiedliche Motivationen verwenden. Man könnte denken, Samsara ist ein sehr schmerzlicher Ort und ich will da raus. Oder man könnte denken, ich will etwas machen, damit ich anderen helfen kann. Oder man könnte denken, ich fühle mich wie ein verlorenes Kind und will endlich nach Hause, will mich selbst erkennen. Oder aber man könnte auch denken, sozusagen mehr auf der pervertierten Seite, heutzutage ist Dzogchen eine sehr sexy Mode und ich will da irgendwie auch oben auf sein und mitmachen, also mache ich das. Das ist eigentlich ganz gleich, denn ganz gleich, was uns dazu bewegt, also was das Motiv unserer Meditation ist, wenn es uns dazu bringt, die Meditation zu machen, dann ist es für uns sehr gut, denn die Veränderung, die diese Meditation bewirkt, sind nicht durch die Motivation verursacht, sondern durch die Meditation. So if you're doing a path which is about not self, motivation is more important. For example, in my experience, many men who become monks, particularly in the Theravadan tradition, are suffering from schizoid personality disorder. That is to say, they have a basic interpersonal anxiety and they find being with people very difficult. So they become a monk and then they don't have to say very much and they have a protective uniform to wear and they get free food and they feel quite safe. So the motivation is to find safety, retreating from the world but not going towards anything else. Motivation ist sehr viel wichtiger auf Wegen, die mit Nicht-Selbst zu tun haben. Und zum Beispiel in der Erfahrung von James haben Leute, die sich ordinieren lassen, Mönche, sehr oft eine Art schizoide Persönlichkeitsstruktur. Sie sind in gewisser Weise beziehungsgestört und die Welt beängstigt sie. Sie möchten gerne sich eigentlich zurückziehen, abschotten. Und in einer solchen Situation ist Mönch zu sein eine sehr gute Lösung, denn man hat einen Grund, nicht viel zu sprechen, nicht viel mit Leuten zu tun zu haben. Obendrauf kriegt man noch gratis zu essen. Das heißt, da ist die Motivation ganz klar, sich aus der Welt zurückzuziehen. So they start alienated from the world, dissociated from themselves, and then practice renunciation. So nothing very much is going to happen. Und ich vergaß zu sagen, da ist das Ziel eben auch nicht weiterreichend, als das, sozusagen sich selbst zurückzuziehen. Und so beginnen diese Leute entfremdet von der Welt und getrennt von sich selbst und dann sagen sie praktizieren Entsagung. Und aus einer solchen Praxis von Entsagung wird wahrscheinlich nicht wahnsinnig viel Aufregendes herauskommen. So they are able to do the kind of things that they do as monks without this perverse motivation really being highlighted. It's unhelpful. Und sie können sogar das, was sie als Mönche zu tun haben, mit einer Art von Motivation zu tun, die es vermeidet, gerade das Pervertierte an diese ganzen Einstellungen wirklich besonders ins Schlaglicht zu stellen. Also die ganze Situation ist eigentlich nicht sehr hilfreich. But generally speaking, for Dzogchen, the motivation is the sense that something is missing. And then when we do the practice, if we get some experience, the motivation is the desire to continue that experience.
So the motivation is linked with experience, not with theory or dogma or will to power or aspiration or motive or monlam, some big prayer. So it's not about out there, it's about here. Aber in Dzogchen ist die Motivation zunächst einmal die Feststellung, dass etwas fehlt, und wenn man dann praktiziert und seine Erfahrung vordringt, dann wird diese Motivation ersetzt durch den Beweggrund, einfach die Erfahrung fortzusetzen, sodass die Motivation im Dzogchen nicht so sehr von irgendeiner Art externem Dogma, von irgendeiner Art Ansicht, Theorie, von irgendeinem großen Gebet, von irgendeiner Art von Wunsch da draußen kommt, sondern die Motivation ist in der eigenen Erfahrung hier begründet. You know, if we in London we have opera and theatre, and very often the front rows of the opera and the theatre are permanently booked by these international capitalist companies. They have corporate hospitality. Es gibt ja in London diese Oper, dieses berühmte Opernhaus, und die ersten paar Sitzreihen in der Oper sind sozusagen auf Dauer von den großen kapitalistischen Konzernen ausgebucht, die gewissermaßen eine Art von Firmengastfreundlichkeit haben. So you go to the opera and in the front row there are 20 young people, completely drunk, going for a night out, ha 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 ha, laughing all the fucking time, not really interested in the opera, but they got a very nice free seat. So dass wenn man also sich eine Opernkarte gekauft hat und hingeht, dann sitzt man da in den ersten paar Reihen, vielleicht eine Gruppe von 20 jungen, betrunkenen Leuten, die so mit der Einstellung losgegangen sind, so jetzt hauen wir eine Nacht mal drauf, die keinerlei Interesse an dem Geschehen in der Oper haben, aber einen freien Sitz bekommen haben. Umsonst. So it's always very important to recognize that we can do things, as you say, for very strange motivation. And the more it is an external activity, the more you can do it for strange motivation. But if it is something very subtle and very close to yourself, that in itself will make it impossible to do it with the wrong motivation. You just can't get close to it with the wrong motivation. If you have to sit on your own and listen to 5 hours of Bach, it's very difficult to do that with the wrong motivation. Either you like Bach or you don't like Bach. Why else would you do it? But if you wanted to meet this girl and she likes Bach and you think, hey, I better like Bach, that was a really good concert. Und das weist darauf hin, dass es in der Tat, wie du sagtest, sehr leicht möglich ist, sehr lange Zeit damit zu verbringen, Dinge mit falscher Motivation zu tun, mit pervertierter Motivation zu tun. Und je externalisierter, je veräußerlichter die Sache ist, die man tut, desto leichter ist es über sehr lange Zeit aufrechtzuerhalten, es mit eben dieser falschen Motivation zu tun. Aber wenn die Sache, die man tut, einem sehr nahe ist, sehr subtil ist und nur mit einem selbst zu tun hat, ist es wirklich schwer, auf Dauer es auszuhalten, es aus einem falschen Motiv herauszumachen. Das wäre so etwa, als würde man Bach nicht mögen, aber sich 5 Stunden lang einschließen wollen und für sich selbst Bach anhören wollen. Man würde es wahrscheinlich nicht tun, man würde nur 5 Stunden Bach hören, wenn man Bach wirklich gerne hört. Natürlich, was anderes ist, wenn man sich mit einem Mädchen verabredet hat, mit dem man in eine Beziehung treten will und das Mädchen sagt, sie mag unheimlich gerne Bach, dann passiert es einem vielleicht, dass man tatsächlich 5 Stunden lang in einem Bach-Konzert sitzen muss und auch noch sagen muss, was für eine tolle Musik das ist. But just as a last thing on this, I mean, another way is to say that the whole of Dzogchen practice is a practice of exploring bad motivation. One of the main things when we start to practice close to ourselves is we start to see how false we are, how we cheat ourselves, how we tell lies, how we indulge fantasies, which really we can see are not true, but we slip back into them and we float around in them. So real motivation comes about through seeing how we cheat ourselves. Um es abzuschließen, dieses Thema, in Dzogchen könnte man auch sagen, fast die ganze Dzogchen-Praxis ist eigentlich die Praxis der Erforschung der eigenen Motivation. Und wenn wir beginnen, uns wirklich mit uns selbst zu arbeiten, wirklich uns selbst zu sehen, dann
beginnen wir auch zu sehen, wie voller falsche Motive wir sind, wie falsch wir eigentlich sind, wie viel Lügen wir uns selbst und anderen erzählen. Und wenn wir das erkennen, mag es sein, dass wir sozusagen Schritte hier raus machen und dann wieder sehen, wie wir da zurückfallen, wie wir wieder wie wir beobachten, wie diese Falschheit um uns herum flottiert, herumschwebt sozusagen. Das alles, und das hilft uns wiederum, so etwas wie ein eigentliches Motiv zu entwickeln. For example, many people will do practices, not just meditation practices, but life practices, forms of employment, forms of relationship, forms of food, which are not good for them. And they will do them for a very long period of time. And they try, sometimes they think, I shouldn't do this. And then they try to change, but other people say, no, you're very good at this. Or they go to the teacher and the teacher says, no, you stay with this practice. Now something is happening. So you continue to do it. You yourself know this is fucking stupid. But some big person says, no. So you think, oh, I had better please this big person, otherwise they'll tell me I'm a bad person and I can't bear to be rejected or not loved. So I do something that I know is bad, out of fear. Und es gibt Menschen, die eine Menge Praktiken machen, und das ist nicht nur bezogen auf Meditationspraktiken, sondern auch Lebenspraktiken, wie Beziehungen, Job, Ernährung und so weiter, von denen sie beginnen zu erkennen, dass diese Praktiken schädlich sind, dass sie nicht gut sind. Und in einem Augenblick von Klarheit fängt man an zu fühlen, oh, ich sollte aufhören damit. Und dann sagen andere, nee, du machst das doch hervorragend, bleib doch dabei. Oder man geht zum Guru und der Guru sagt, nein, jetzt musst du es recht weitermachen, jetzt passiert gerade was. Und man fühlt innerlich, dass es eigentlich etwas ist, was einen wirklich abfragt. Aber man will ja auch dem Guru gefallen. Man will nicht irgendwie, man weiß, wenn man es nicht tut, dann wird er einem sagen, du bist schlecht. Und wer mag denn schon gerne schlecht sein, wenn man sein großes Bedürfnis hat nach angenommen sein. In the Dhammapada, it's a very early and basic text of Buddhism. It says, not father, not mother, not friend, not enemy, nobody can harm you more than yourself. Not father, not mother, not friend, not enemy, nobody can help you more than yourself. You yourself have to do this. And the early teachings of the Buddha in the Hinayana tradition always say, you have to do it. You have to trust yourself. I have shown you the way, you must be a light unto yourself. And if you don't trust yourself, but you trust someone else, this is not the practice of Buddha Dharma. Im Dhammapada, in einer sehr frühen Schrift oder in einem sehr frühen Werk, das vom Buddha herkommt, heißt es, nicht Vater, nicht Mutter, nicht Freund, nicht Feind kann dir mehr schaden als du dir selbst. Nicht Vater, nicht Mutter, nicht Freund, nicht Feind kann dir mehr helfen als du dir selbst. Ich habe dir den Weg gezeigt, jetzt musst du dir selbst ein Licht sein. Das heißt, dort wird eigentlich sehr klar ausgedrückt, dass die Dharma-Praxis etwas ist, was man nur selber tun kann. Und niemand anderes kann das für einen machen. Das ist schon also wenn man sich selbst nicht vertrauen kann, wenn man denkt, man muss sich auf jemand anderen verlassen, dann praktiziert man nicht eigentlich den Buddha Dharma. So, but generally speaking, we don't trust ourselves. We are full of doubt and confusion. And when we look at our own lives, we think, no wonder. It's quite wise to be full of doubt. Who would trust me? I can't trust me. So maybe I should trust someone else. But if you can't trust yourself, how can you work out who to trust outside? So from Dzogchen, the path is to explore and come to the point that you can trust your own authentic experience. That is the real meaning of Dzogchen. Aber wir haben die Neigung, uns nicht allzu sehr zu vertrauen, und wir denken auch, wenn wir auf unser Leben zurückschauen, ja, mit gutem Grund, wenn ich mein Leben anschaue, wie kann ich mir denn vertrauen? Das ist eigentlich unmöglich. Und dann kommen wir auf die Idee, vielleicht kann ich jemand anderen vertrauen, vielleicht kann ich mich auf jemand anderen verlassen. Aber wenn ich mir nicht selber vertrauen kann, wie kann ich denn darauf vertrauen, dass ich die richtige Wahl getroffen habe, dass ich überhaupt herausfinden werde, wen ich vertrauen kann? Und deswegen sagt man im Dzogchen, dass der eigentliche Weg der Weg der Erforschung ist, der Weg des Vordringens
bis zu dem Punkt, an dem man der eigenen authentischen Erfahrung vertrauen kann. Shall we take some tea? Noch half hour. Halbe Stunde Pause. Oh, nicht hoch. Da bin ich nicht nur bis hierher. Okay. Danke. Das war ein bisschen. So we look a little bit more at this first stage of Karadoji, of recognizing one's own nature. Wir werden jetzt ein bisschen mehr in diese erste Stufe von Karadoji, des Erkennens der eigenen Natur hineinschauen. Clearly this is a little bit difficult because this nature is not an entity, it's not a thing. So if we go looking for something which we have only somewhat vague or symbolic descriptions of, it may be difficult to recognize. Und das ist natürlich kein einfaches Unterfangen. Diese eigene Natur ist nicht eine Entität, ist nicht ein Ding, das man greifen könnte. Und wenn wir also losgehen, um etwas zu finden, von dem wir nur eine sehr vage begriffliche Vorstellung haben, dann mag es sein, dass es auch schwierig sein wird, es zu erkennen. However, if we believe this is a Buddhist tradition, we have been wandering in samsara for a very long time. Wenn wir aber der buddhistischen Tradition Glauben schenken, dann wandern wir in Samsara bereits seit einer sehr langen Zeit. And the reason we have been wandering is because we have been relying on things which are not reliable. Und der Grund dafür, warum wir so lange herumwandern, ist, dass wir uns auf Dinge bis jetzt verlassen haben, die nicht verlässlich sind. So, from that we could deduce that we are actually quite familiar with the things which are not useful. Daraus können wir schließen, dass wir eigentlich in der Tat sehr vertraut sind mit Dingen, die nicht nützlich sind. So instead of trying to focus your attention onto something which you don't know, you can simply try not focusing your attention on things that you know very well. Das heißt, statt zu versuchen, unsere Aufmerksamkeit auf etwas auszurichten, das wir nicht wissen, könnten wir genauso gut versuchen, unsere Aufmerksamkeit nicht auf Dinge auszurichten, die wir sehr gut kennen. This again is the development in Dzogchen of Shine or Shamatha, where, as we were doing yesterday, we focused the attention on the breath, and by maintaining that focus, these other things, which traditionally are very attractive to us, we leave them alone and we keep our attention on one point. Und in Dzogchen wird das entwickelt anhand von Shine oder Shamatha-Praxis, wenn wie wir das ja gestern auch schon getan haben, wir unsere Aufmerksamkeit auf zum Beispiel unseren Atem fokussieren und damit all die Dinge, die normalerweise für uns sehr, also sozusagen in unserer eigenen Tradition sehr attraktiv und sehr interessant erscheinen, mehr in den Hintergrund bedrängen und sich selbst überlassen. So, in that more, from Tibetan point of view, more Hinayana notion of Shine, we focus on the simple object, which could be a stone outside ourselves, the statue of the Buddha, painted circle disc, the breath, many different things, but a simple focus of attention, and then use that to stabilize ourselves from being distracted. Und in der mehr aus der tibetischen Sicht Hinayana-orientierten Auffassung von Shine oder Shamatha benutzen wir ein einfaches Objekt der Aufmerksamkeit, also das könnte ein kleiner Kieselstein sein, eine Buddha-Statue, eine gemalte Scheibe oder auch unser Atem und viele, viele andere Dinge. Wir benutzen ein solches Objekt, um unsere Aufmerksamkeit darauf zu stabilisieren und damit der Ablenkung zu entziehen. So sometimes it's described as like having a goat in a field. And if you put a rope around its neck and tie the rope to a peg, you can make the goat just eat in one little circle.
Das wird manchmal beschrieben mit dem Bild einer Ziege, die sich in einem Feld befindet. Wenn man einen Pfahl in das Feld reinrammt und eine lange Schnur dran bindet, dann kann die Ziege in aller Ruhe in einem kleinen Zirkel abgrasen. The mind wants to eat something, Denn der Geist will ja etwas essen. but we can't let it eat everything. Aber wir können nicht zulassen, dass es alles frisst. So it's on a strict diet. Eine strikte Diät unterworfen. Only a stone or a breath, Nur der Stein oder das Atmen ist zulässig. minimal calorie intake. Sozusagen Minimalkalorien-Diät. Yeah. Now, in Dzogchen, we adapt this. So, what is introduced more is the idea of really relaxing. So when we do these 3 R's, we can integrate this with a focus for the attention. We can visualize in the sky in front of us, in a small ball of rainbow-colored light, a white letter R. In Dzogchen wird diese Idee etwas angepasst, etwas adaptiert und die Grundlage in Dzogchen ist immer die der Entspannung. Und so, wenn wir also diese A-Meditation gemacht haben, entspannt sind, können wir die Shrini-Praxis da rein integrieren und vor uns im Raum eine kleine Lichtkugel aus Regenbogenlicht visualisieren, in der sich eine weiße Silbe A befindet. Some people can visualize very clearly, others not so much. The main thing is you just imagine the presence of this, whether it's visually very clear or you just have a sensation of it, doesn't matter, just a sense that your energy is focused on this one point. Manche Menschen haben eine sehr gut ausgeprägte Fähigkeit zu visuellen Vorstellungen, andere nicht so sehr. Es ist an sich nicht sehr wichtig. Diejenigen, die es können, können es. Diejenigen, die es nicht können, müssen nicht einen großen Wert darauf legen, eine sehr klare visuelle Empfindung davon zu haben, sondern das, was wirklich wichtig ist, ist ein Gefühl der Präsenz zu haben, das Gefühl zu haben, dass dieses Ding da tatsächlich anwesend ist und dass unsere Energie sich darauf bezieht und fokussiert. So, we do the 3 R's, while we hold this focus. And so, we are merging the opening of awareness with the focusing of attention. Das heißt, wir machen diese 3 A's, während wir gleichzeitig auf die Anwesenheit davon fokussieren. Mit anderen Worten, wir verschmelzen das Öffnen der Bewusstheit mit gleichzeitiger Fokussierung der Achtsamkeit. And then we relax the focus on the R, we just let it dissolve back into space, and then we remain with the space. Und dann entspannen oder entlassen wir den Fokus auf das A und lassen sich in dieses A in den Raum auflösen und wir verweilen dann einfach mit dem Raum verbunden. So we have an object for fixation, and then as we dissolve the object of fixation, we want to maintain the same intensity of focus, the one-pointed attention, but it now has no focus except space. Das heißt, wir haben hier ein Objekt, auf das wir uns fixieren, und wenn wir dieses Objekt der Fixierung auflösen, wollen wir dennoch die gleiche Art der Intensität der ausgerichteten Aufmerksamkeit aufrechterhalten, aber bei gleichzeitiger Abwesenheit irgendein wie gearteten Objekt der Aufmerksamkeit. Das heißt, die Aufmerksamkeit oder die Achtsamkeit ruht nur noch auf dem Raum. And then we just remain in this state. Und dann verweilen wir in diesem Zustand. At that point, of course, thoughts and feelings arise. An diesem Punkt werden natürlich auch Empfindungen und Gedanken aufkommen. Thoughts and feelings are not the enemy. Und diese Empfindungen und Gedanken sind auch nicht unser Feind. If you, in the summer, if you go on holiday and you go to a busy beach, you go down and you put out your little piece of cloth, and then you lie on that cloth. Im Sommer, wenn man in Ferien fährt und vielleicht einen Strandurlaub macht, dann geht man also an den Strand und breitet da so sein Handtuch aus und legt sich drauf. And then you put on your oil, Dann ölt man sich ein.
And then you have to watch because other people they walk very close and they're going to kickstand on the Und da muss man ein bisschen aufpassen, weil andere Leute, die laufen zum Teil sehr nah an einem vorbei. Und wenn sie da laufen, werden sie sicherlich auf unsere schöne geölte Haut Sand streuen. When you came down onto the beach, if you came early, it was a very big open space. Wenn man runter zum Strand kam und es war vielleicht auch noch früh am Tag, war es ein großer, schöner, leerer Raum, offener Raum. By 11 o'clock, it's completely busy. Um 11 ist es vollkommen beschäftigt. And your space has become more and more your space. It's something you want to hang on to. Und mein Raum wird mehr und mehr zu meinem Raum, zu etwas, woran ich gerne hängen möchte. That's very, very important to observe. What happens to the identification with space as if it was something you could own? Because the ownership of space is the beginning of the territorial claim that cuts up the Dharma Dhatu into the ego territory. Und das ist etwas, was sehr, sehr wichtig ist zu beobachten. Diese Identifikation mit dem Raum als etwas, das man besitzen könnte. Denn genau dieser Anspruch auf diese Inanspruchnahme des eigenen Raumes ist gewissermaßen der erste Schritt dazu, den Dharma Dhatu in kleine Ego-Parzellen zu zerschneiden, die einem gehören. Because whenever we define self, at the same time, immediately, we define other. You cannot have a self without an other. Denn wann immer wir uns selbst definieren, im gleichen Augenblick definieren wir auch den anderen oder das andere. Wir können nicht uns selbst ohne das andere haben. Everybody is on the beach. It's just a beach. Alle sind auf dem Strand und es ist bloß ein Strand. But this is my place. Aber dort ist das mein Raum. So you should go to your place and leave me in my place. Du solltest zu deinem Ort, zu deinem Platz gehen und mich in meinem Platz in Ruhe lassen. My cloth is on sand, your cloth is on sand, all the sand is the same, but our cloths are different. Mein Handtuch ist auf dem Sand, dein Handtuch ist auf dem Sand. Der Sand ist eigentlich der gleiche, aber die Handtücher sind verschieden. Our sense of self is sitting on a cloth, which is sitting on the sand. What is this cloth? The space is there, we are here, and there's something in between which keeps us feeling apart that we settle on. This is what we have to investigate in the meditation, because the cloth will arise, and we can look very clearly, what am I sitting on? What is my practice of attachment? Wir haben unser Sinn sozusagen für uns selbst. Dieser Sinn von uns selbst sitzt auf diesem Handtuch und das Handtuch sitzt auf dem Sand. Das heißt, zwischen dem Sinn für uns selbst und dem Raum, dem Sand, da befindet sich noch irgendetwas. Und das ist sehr wichtig zu untersuchen, was dieses Etwas ist, auf das unser Sinn für uns selbst sitzt. Denn das ist die Schwingerart unserer Art des Haftens. Okay, so we try that for a while. After you relax the arm, you just keep this relaxed in space and allow whatever comes just to come. It's open beach. Und wir werden das jetzt mal eine Weile üben. Wir haben also die 3 A's gemacht. Wir sitzen entspannt im Raum und wir lassen zu, dass was immer aufkommen möchte, auch aufkommt. Das ist ein freier, offener Strand. Okay.
talk with a partner and try to describe what you discovered about the kind of cloth you were sitting on. What were the things you returned to as you're marking out your territory that made a limit on the openness? Wir könnten jetzt einige Minuten uns Zeit nehmen, mit einem Partner darüber zu sprechen, was wir dabei gefunden haben. Wir versucht haben herauszufinden, was sozusagen unser Handtuch ist. Was sind die Dinge, zu denen wir zurückkehren, um unsere eigene Begrenzung zu markieren, zu definieren? Okay. Ja. Like to talk to each other, but not to Was ist los? Miteinander, aber nicht zu trinken. Oh oui, Calimero. Ich fand es sehr schwierig, mich als auf meinem eigenen zu befinden, auf meinem eigenen Platz und überhaupt es als eigen zu erleben. She says she found it quite difficult to have the feeling at all to be on her own place or spot and to feel it's my own thing, my own place. So that's very good. Ich habe das sehr viel stärker als einen Übergang empfunden. Es ist meins, also da ist Raum, das ist einfach alles, ja. Und der Moment von meins kam eigentlich erst von einem Moment, wo ich mein Herz gespürt habe. She says she found it felt like more like a moment of transition from mind to space, and the more mind-oriented definition came when she started to feel her heart. And that's good to continue like that. Es ist gut, das weiterzumachen, fortzusetzen. Ich fand das schwierig, darüber überhaupt zu diskutieren, weil die Terminologie ja für jeden ein bisschen anders ist. Also diese Begrifflichkeit ist, weil sie für mich nicht hundertprozentig klar ist und für meinen Partner auch nicht hundertprozentig klar ist, schwierig so unter einen Hut zu bringen. Also das war die Schwierigkeit an der Diskussion. He found the talking afterwards quite difficult because he feels that the terminology that everybody is using is a little bit different. So one is a little bit unclear about the notions for oneself, the other is a little bit unclear about the notions for himself, and then we have to exchange that. So he found it a little bit difficult. Yeah. But that's also, important, I think, just to continue with that. Yeah. I mean, in the Tibetan tradition, people didn't talk about their experience too much. They were, especially because of the focus on Tantra, all the time you're trying to fit yourself in with a kind of description that's already described. Or you have an interview, usually a brief interview with a teacher, and you tell them something about the experience and they say good or bad. But part of our issue is that we, as you exactly said, we don't have a very clear vocabulary, certainly in English, probably in German. And so if we are ever going to be clear about their experience, we will have to struggle to find words to fit it. And that confusion, on one level you would think, I'm just making myself more lost. But I think actually you have to continue with it until you find words which really speak directly. It's a struggle for a phenomenological analysis, and that requires precision in language. Es ist dennoch sehr gut, damit fortzufahren,
Denn wir haben eigentlich keine Tradition des Sprechens. In Tibet wurde traditionell auch nicht viel über Meditationserfahrung gesprochen und insbesondere da die meiste tibetische Praxis im Kontext des Tantra steht, wo man ja versucht, sich gewissermaßen ständig in ein, muss man sozusagen, vorgestanztes Bild hineinzupressen, wird nicht viel darüber geredet, was denn nun tatsächlich passiert. Und wenn, dann in einem Interview, meistens in einem kurzen Interview mit einem Lehrer, der dann mehr oder weniger einfach nur die Botschaft gibt, die Erfahrung ist gut oder die ist nicht gut. So dass es eigentlich auch dort nicht unbedingt die Sprache oder das Vokabular dafür gab, über die eigene Erfahrung zu sprechen. Und erst recht nicht bei uns, in Englisch oder in Deutsch. Wir haben dieses Vokabular nicht. Und der Versuch darüber zu sprechen, ist immer mit dem Gefühl von Verwirrung, von Bemühung und Kampf auch verbunden, überhaupt seinen richtigen Ausdruck vorzubringen, sodass man auf einer Ebene natürlich in diese etwas unbeholfenen Bemühungen sich ja auch geradezu verloren fühlen kann und das Gefühl haben kann, dass man sich eigentlich noch mehr verwirrt, als man ohnehin das schon empfunden hat. Aber gleichzeitig, sagt James, ist das eine sehr wichtige Bemühung, denn wenn wir jemals überhaupt zu einem klaren Ausdruck kommen wollen, müssen wir dazu vordringen, wirklich zu sehen, dass was wir da betreiben, eine Art phänomenologische Forschung ist und wir, um da weiterzukommen, auch eine sehr, sehr klare und präzise Sprache brauchen. The reality is that experience is complicated. It's very difficult to describe a toothache. It's very difficult to describe what it is to feel in love with someone. It's very difficult to describe all that goes on when you have a pee. We don't speak about our experience. We use words to jump across experience. So, if somebody is... Maybe that's it. Die Realität ist die, dass Erfahrung etwas sehr Komplexes ist, etwas, was sich einer einfachen Beschreibung auch stark entzieht. Es ist sehr schwer genau zu beschreiben, was es denn bedeutet, wenn ich Zahnschmerz habe. Es ist sehr schwer zu beschreiben, was es denn bedeutet, wenn ich jemanden liebe, und es ist sehr schwer zu beschreiben, wie ich mich fühle, wenn ich Pipi mache. Das ist sozusagen unsere Begriffe, unsere verbale Kommunikation ist sehr viel stärker darauf eingestellt, die Erfahrung selbst zu überspringen und über etwas anderes zu sprechen. But if you do a puja or you recite many prayers, and then you have an experience, you can say, I feel hot, I feel cold, I feel close, I feel distant, I feel excited, then you can do that kind of mapping. But that's a very different kind of mapping, because in a sense there are not many moves, it's like a chessboard. But when you start to really attend to your experience, it's like a jungle. Wenn man also darüber sprechen will, wie es ist, wenn ich eine Puja mache, dann ist es in gewisser Weise einfach, denn ich kann einfach mitteilen, mir wurde es heiß oder mir wurde es kalt, ich habe mich sehr distanziert gefühlt oder sehr nahe gefühlt, sehr erhoben oder sehr down. Alle diese Dinge kann man sehr einfach benennen, aber eine Puja ist eben auch ein System, in dem es eigentlich nur ziemlich wenige Züge gibt. Es ist ein bisschen wie auf einem Schachbrett. Und die tatsächliche Erfahrung im Leben ist mehr wie im Dschungel. Again, in Buddhism generally there is a great stress on clarity, on knowing what things are, and clarity is linked with mastery. If you know what you're doing, then you're powerful. If you don't know what you're doing, you're not powerful. This, in our European tradition, we would say this is the lineage of Apollo, of a sky god who sees everything very clearly, and it's linked with the structure of patriarchy. Im Buddhismus gibt es eine sehr starke Betonung auf Klarheit, auf das Erkennen von Dingen in ihrem Sein, und das hat natürlich sehr viel Konnotation zu dem Thema der Beherrschung, der Meisterschaft. Wenn man genau klar sieht, was ist, dann hat man auch Macht darüber. Wenn man nicht klar sieht, was ist, ist man auch machtlos. Und eine solche, also diese Art der Auffassung ist eine Linie, die man sozusagen auf Apollo, auf den Aspekt der Klarheit
Also eine patriarchalische Linie. In that system, knowledge leads experience. In diesem System geht Wissen der Erfahrung voran. But in the system of Dionysus, experience goes before knowledge. You have to experience and then you can try to make sense of it. Aber in einem mehr dionysischen System geht die Erfahrung dem Wissen voran. Das heißt, zunächst muss man etwas erfahren und dann kann man vielleicht auch in dieser Erfahrung so etwas wie Sinn finden. Aber die Erfahrung wird doch, bei der Erfahrung benutze ich doch Begriffe, die auf vorherigem Wissen von mir beruhen. Das heißt, Erfahrung ist keine phänomenologische Erfahrung, sondern ich benutze Bruchstücke und Teile, die ich schon mit Ideen versorgt habe. Ja? Weißt du, was ich meine? Ja, ich kann das. He says, but if I'm doing experience, then I'm always using sort of previous knowledge, because there is no experience, it's not a pure phenomenological experience, it's always sort of contaminated or mixed with at least pieces of ideas about previous experiences. Indeed. And part of it is to allow that to cook and to be with that without trying to sort it out too quickly. Das ist in der Tat so und ein Teil des Prozesses ist sicherlich, es auch auszuhalten, sozusagen es zuzulassen und es ein bisschen auch aufzukochen, ohne dass man allzu schnell drüber herfällt und versucht es sozusagen wieder zu ordnen. Aber Erfahrung soll nicht nur das. Ich kann etwas erfahren, was ich vorher wirklich nie als Begriff irgendwie gekannt habe oder finde ich nicht. She says, but experience is not only that, because I can also experience something that is totally new and that for which I never had any notion before. Aber der Prozess, den du machst, ne, schaffst du das, Interpretation wegzulassen? Ja, ich habe schon irgendwie Dinge erfahren. Natürlich hinterher werde ich versuchen, das zu interpretieren, aber das hinterher, nicht während ich erfahre. Hinterher ist was anderes. Aber während ich erfahre, ist So sehr schnell. He doubted. Lass uns doch James nicht ausrennen. He doubted that it's ever possible to have an experience without those pieces of interpretations, but she said, indeed, I can maybe have a quite quick interpretation, but it comes after the fact. There is experience without interpretation in the first place. Yeah. It was her position. Yeah, I think the position you hold would be, in the Tibetan tradition they would describe it as the experience through vikalpa, through nampashepa, through consciousness where subject and object are arising together, because the sense of the subject, of this shepa, this power to know, but nampa means to form. Nampashepa carries a cognitive constraint and direction always. We are always, in that sense, making sense. So it is always an intentionality. And that view would again be supported by Merleau-Ponty in his Phenomenology of Perception. That there is always an intention towards an object, which is driven by the templates of the past experience. So we are caught up in a karmic world in which nothing is ever really fresh. There's always a repetition. Die Sichtweise, die du vertrittst, würde in der tibetischen Tradition als die Erfahrung auf der Grundlage von Vikalpa, von Nampashepa bezeichnet. Das heißt, eine Sichtweise, in der das Objekt und das Subjekt gleichzeitig entstehen und immer sozusagen voller Intentionalität sind. Es gibt keine Wahrnehmung ohne Kognition. Es gibt in dieser Sichtweise keine Wahrnehmung, die frei vom kognitiven Aspekt sind. Und das entspricht, wenn ich richtig verstanden habe, auch einer phänomenologischen Philosophie von Maurice Merleau-Ponty, der aussagt, dass sozusagen in dem Kontext es niemals etwas gibt, was vollkommen frisch oder neu ist. Oder buddhistisch ausgesprochen, alles hat einen karmischen Aspekt oder alles ist mit karmischen Aspekten verbunden. But the Das ist ganz frisch.
But from Buddhism, the possibility is to leave that dimension and to have a place where things are really fresh. Aber aus buddhistischer Sicht ist es möglich, diese Dimension zu verlassen und an einen Ort zu gehen, vermutlich mental zu gehen, an dem alles vollkommen frisch ist. However, due to the construction of the ego as requiring control and determination of its own experience, when we encounter something which is completely new, the feeling tone associated with that is often anxiety. Aufgrund der Bedürfnisse des Egos nach Konstrukten jedoch, also nach etwas, was sich auch beherrschen lässt, was sich steuern lässt, ist jedoch die Erfahrung, wenn etwas vollkommen Neues auftritt, ist der Gefühlston, sozusagen die Tönung, die gefühlsmäßige Tönung, die das begleitet, sehr oft die Tönung der Ängstlichkeit, der Furcht. Because it's difficult to integrate the new experience unless one can place it, because the ego is usually situating experience. Denn es ist sehr schwer, eine neue Erfahrung zu integrieren, bevor man sie gewissermaßen auch orten kann, bevor man einen festen Platz zuweisen kann. Denn das ist die Tätigkeit des Egos, allen Dingen einen Platz zuzuweisen. Some of you may have taken hallucinogenic substances like LSD. And with that kind of experience, people often have a very kind of fresh opening, and then suddenly feel an anxiety because it's too open. And then if they can come back out, then it's all right. But if they get lost, it can become very unpleasant. Manche von uns haben vielleicht auch die Erfahrung mit halluzinogenen Drogen wie LSD, und da dann macht man vielleicht die Erfahrung, dass man tatsächlich eine sehr frische und offene Sichtweise hat, aber dann plötzlich eine Furcht aufkommt, weil uns das zu offen vorkommt. Wir können das sozusagen wir können mit dieser Offenheit nicht umgehen und werden voller Furcht. Und wenn man fähig ist, diese Furcht wieder loszulassen und sich dieser Offenheit wieder anzuvertrauen, kann es sehr gut sein. Aber wenn wir uns immer mehr in die Richtung der Furcht vertiefen, kann das eine sehr unerfreuliche Erfahrung sein. I mean, in Buddhism we talk of the link between the past, the present and the future. And the idea that awareness is somehow the Lord or the queen of the three times. That awareness is not trapped inside these three times. And so what is happening in this moment is not being conditioned or constrained by what has happened in the past. This is cutting the line of karma. But usually the past is indeed wrapping the present, because it is I who am making sense of what is going on, rather than. Im Buddhismus hat man ja diese Idee der Kontinuität von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Und diese Kontinuität wird Bewusstheit als die Königin, als sozusagen der Herrscher oder die Königin über die Dimension von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft betrachtet und nicht als etwas, was selbst innerhalb dieser drei Zeiten gefangen genommen ist. Und von diesem Standpunkt aus findet auch ein Durchschneiden der Linie des Karmas statt. Aber das, was für uns normalerweise gewöhnlich stattfindet, also in dieser Sichtweise ist auch die Gegenwart nicht bedingt oder nicht bestimmt durch die Vergangenheit. Aber die gewöhnliche Erfahrung ist sehr wohl, dass die Gegenwart sozusagen in einer sehr strikten Weise durch das, was von der Vergangenheit kommt, bestimmt und determiniert und eingewickelt ist, eingefasst ist. Okay, maybe we do another practice which can help with this area. And it's good to do it before lunch, because it's not good to do it just after lunch. Some of you have done this many times before. It's a use of this syllable pet. Vielleicht können wir jetzt eine Praxis machen, die sehr gut auf diesem Gebiet ist, die sehr nützlich ist. Es ist gut, diese Praxis vor dem Mittagessen zu machen. Viele kennen schon diese Praxis, das ist der Gebrauch des Syllable pet. And I just described first the background and then the practice. Zunächst der Hintergrund, dann die Praxis. The idea is that when ignorance first started to develop, there was a confusion
just a momentary lostness, but that lostness generated an anxiety. And the anxiety then led into control, and control has been the basis of our experience since then. Die Idee ist, dass als wir sozusagen zunächst einmal einen Augenblick der Unwissenheit erfahren haben, diese Art der Erfahrung in uns eine Art Verwirrung geführt hat. Und als sekundäre Erscheinung kam Angst auf, Furcht. Und Furcht hat etwas mit Kontrolle zu tun, mit dem Bedürfnis, Dinge steuern und beherrschen zu können. Und das hat uns dann zu all dem Rest geführt, zu all den Erfahrungen. So in that sense, at the root of our being, there is a fundamental anxiety, which is often operating as a sort of basis for the ego. The ego is resting on anxiety. And below the anxiety, there is just a kind of slightly tremulous openness. And then below that is this Dharma-Dhatu state. So dass man sagen könnte, sozusagen, ganz an der Wurzel unserer Existenz liegt Furcht. Das Ego beruht auf Furcht. Und unterhalb dieser Ebene von Furcht liegt eine Art Offenheit, die aber noch ein bisschen wackelig ist, die ein bisschen zittrig ist. Und erst darunter ist die Erfahrung von Dharma-Dhatu. So in this practice, we can start again with the 3 hours. Then we're sitting very relaxed. And whenever we find that these memories or thoughts or associations are closing down our world, when we're getting back into repetitive thought patterns, we can release from deep in the belly this sound and allow it to arise up through the top of our head so that we blow ourselves apart. Und so können wir also auch praktisch gesehen beginnen, indem wir da sitzen und diese 3 A's machen und in die Offenheit gehen. Und wann immer wir finden, dass etwas sozusagen wieder seinen Zugriff zurückgewinnt, also wenn wir wieder in Wiederholungsmuster von Gedanken verfallen und so weiter, können wir aus der Tiefe unseres Bauches diese Silbe, die er gerade hier geschrien hat, entlassen gewissermaßen und auf diese Weise einen Raum wieder freischaffen, sagen, diese Einschränkungen, die wir uns gerade geschafft haben, freisprengen. Now, I've got to say on this, so the really important thing is that you should be relaxed when you do it. Because if you are tight and worried, then you try to blast something through where there is a resistance. And anyway, muscularly it's not very good, and psychologically it's not very good, because then you're banging yourself. You want to be very open, and this comes through to reveal more openness. This state the Tibetans call Hedewa, just up, shocked open. Und dabei, das ist sehr wichtig, ist es sehr wichtig, es aus einem Zustand Entspannung zu machen. Denn wenn wir nicht entspannt sind, ist es so, als wollten wir gewissermaßen gegen einen gewissen Widerstand durchbrechen. Und das ist weder physiologisch für die Muskeln gut, noch ist es psychologisch gut. Wenn wir aber sehr entspannt sind und wir machen das, dann dringen wir noch in eine tiefere Schicht der Entspannung vor. Das ist das, was in Tibetisch Hedewa heißt, oder schockiert in die Offenheit. And just before I take your question, always with the basis of these practices, we have to take adult responsibility for ourselves. So we have to take responsibility to sit properly, but we also have to take responsibility to look at our own situation and see our capacity. If you feel emotionally fragile, if you're suffering from an insecure sense of self, this is not a good practice to do. If you often get disturbed and you lose the sense of who you are, don't do this practice. There are many, many other practices to do. It's very important. Don't shake yourself if coming back is difficult. This is not helpful. So, be kind to yourself. Eine andere wichtige Angelegenheit ist zu sagen, dass wie bei allen diesen Praktiken es sehr wichtig ist, ein erwachsenes Verhältnis zu der eigenen Verantwortung für sich selbst zu haben. Und die beinhaltet nicht nur, dass man dafür zu sorgen hat, zu sehen, eine klare Introspektion darüber zu haben, ob die eigene Haltung richtig ist, sondern
auch eine klare Rechenschaft darüber zu haben, in welcher psychischen Verfassung man ist. Und wenn man also sozusagen ohnehin etwas instabil ist und sich oft in Zuständen von Instabilität wiederfindet, es ist vielleicht keine gute Idee, diese Praxis zu machen. Wenn wir also von uns oder für uns wissen, dass es uns schwerfällt, wenn wir sowieso schon wackelig sind und es uns schwerfällt, wirklich eine klare Empfindung dafür zu haben, wie wir sind, also wenn es uns schwerfällt, leicht zurückzukommen, dann sollten wir diese Praxis nicht tun. Es gibt genug andere Praktiken, die wir auch machen können. If something is strong enough to do help, it's also strong enough to do harm. This is absolutely real. And many people have gone psychotic doing meditation. You should be very careful. I myself have met many people who have become clinically psychotic, which is fact. It's not a good thing. There is no blessing in psychosis, believe me, none. It's not R.D. Laing's Western Enlightenment. It's shit. So be very careful with yourself. Wenn etwas stark genug ist, wenn ein Mittel stark genug ist, uns zu helfen, ist es auch stark genug, uns zu schaden. Und James hat oft genug Leute getroffen, durch zum Beispiel Meditation, psychotisch geworden sind und darin liegt absolut kein Nutzen. Das ist ein abgewrackter Zustand, das ist nicht ein Zustand, in dem man sagen kann, das ist unsere westliche Art der Erleuchtung, sondern es ist einfach Müll, es ist Wrack. Ne? Es bringt gar nichts und es liegt an uns, wirklich eine klare Entscheidung, eine klare Verantwortung zu übernehmen, so etwas nicht zu tun. Ja, du sprachst von einer Silbe, dieser Brumm. Kannst du die Buchstaben der Silbe mal sagen? Also für mich klang das wie Pet. Ja. Yeah. We practice it just as a sound to begin with. Okay. So you sit relaxed and you allow the sound to come up from deep inside you. One way to imagine it is if you think you're out at night and a big dog is coming. It's serious. This is a life and death struggle. All your bad karma is coming now to get you. This is a time for heroes. Also die Silbe hier ist nicht so wichtig, was wirklich wichtig ist, der Klang. Und das ist der Klang Pet. Der kommt also aus der Tiefe unseres Bauchs heraus und es ist ernst. Es ist sozusagen, als ginge man nachts auf der Straße und würde von einem sehr bösen Hund angefahren werden. Da würde einem vermutlich auch sein Laut herausfahren. Und hier kann man es sich sozusagen als Äquivalent vorstellen, dass all unser schlechtes, negatives Karma über uns herfällt. Und es gibt ein Leben und Tod und das ist die Zeit, ein Held zu sein. Okay, so let's just say it as a sound first and then we'll go into the practice. You say exercise? Yeah, exercise. Just make the sound first. Jetzt machen wir ein bisschen zur Übung diesen Klang. And if you find making a noise difficult, then you can imagine that the demon has got your throat. Shyness, fear, embarrassment, what will other people think, am I doing it right? These are demons. They bring you no benefit in your life. We're not doing anything terrible, we're just making a loud noise. So we can enjoy that because it also helps to link up the whole body, become a little bit more alive. Das ist der Klang und wenn wir herausfinden, dass wir es mühevoll finden, einen solchen Klang herauszustoßen, dann können wir uns wirklich klar machen, dass ein Dämon von unserer Kehle Besitz ergriffen hat. Denn Scheue, sozusagen Furcht, etwas vor anderen zu machen, diese Art von Scham, die damit verbunden ist nichts anderes als ein Dämon, der versucht uns zu beherrschen. Denn wir wollen hier eigentlich auch nichts Schlimmes tun. Es ist einfach ein lauter
Klang, aber der Klang ist sehr nützlich und hat auch durchaus nützliche Folgen, unseren Körper auch wieder zu beleben. Okay, so we start with the 3R, and then you do the pad when you need to. And you can experiment doing it with your eyes open or closed. See what works for you. Just it's an experiment. Wir beginnen also, wie gesagt, mit den 3 A's und dieser Offenheit, die dadurch in die wir kommen. Und dann, wenn wir es brauchen, können wir solchen Laut ausstoßen. Wir können auch ruhig experimentieren, wenn es uns leichter fällt mit geschlossenen Augen oder vielleicht mit offenen Augen. Da kann man also durchaus eine forschende Einstellung haben.
So when you're saying the pet, you want to try not to say it from this upper chest and not to be shouting out the way. But if possible, just to bring the sound as far. Of course, the voice will go out here, but as much as possible, bring the energy of it right through the top. Wenn man dieses P ausruft, dann sollte es nicht so sehr von einer forcierten Bemühung der Brust herkommen und durch die Kehle sozusagen rausgeschrieben werden. Natürlich, die Stimme selbst kommt aus dem Mund, aber die Energie, die bewegt sich gewissermaßen so gut es geht von unten und geht oben raus. Okay, and now we go down to have lunch. And part of our work in this kind of practice is to integrate all our activity into this state of awareness. Und jetzt werden wir nach unten gehen und Mittagessen haben und ein Teil der Praxis in einem solchen Kontext ist, die Bewusstheit in alle Aktivitäten, die wir machen, zu integrieren. And the primary task here is to be present with yourself. Und der primäre Zweck hier ist, mit sich selbst gegenwärtig zu sein. You don't have to take care of other people. Wir müssen also uns nicht unbedingt um andere kümmern. If somebody is disturbed, they can always come and talk to me. Wenn jemand verstört sein sollte, kann er immer zu James kommen und mit ihm sprechen. So if you need to be quiet and somebody wants to talk to you, you can just, you don't need to get involved in that. You can just be with yourself, contained. Und wenn wir still sein wollen und jemand möchte mit uns sprechen, müssen wir uns nicht unbedingt darauf einlassen. Wir können die Wahl treffen, mit uns selbst sozusagen zufrieden zu sein. And if you feel like talking to other people, that's fine. But observe yourself in the process of talking. Do you talk in a way that rapidly lets you lose yourself? You just get lost in something. Or how can you talk, stay aware of the other, stay aware of yourself, and hold it in some greater degree of presence? Wenn uns aber danach ist zu sprechen, ist das auch in Ordnung, aber es ist sehr wichtig, sich selbst auch dabei zu sehen, ob wir nicht in der Art, wie wir sprechen, in eine Art des Sprechens geraten, die uns sehr schnell uns selbst verlieren lässt, oder ob es uns gelingt, während wir sprechen, eine Art und Weise zu sprechen, die den anderen wahrnimmt und auch uns selbst wahrnimmt, sodass wir also einen Zustand der Bewusstheit im Sprechen aufrechterhalten können. And we meet back again at 3 o'clock. Und wir werden uns dann um 3 Uhr hier wieder treffen. Tu veux qu'il me tout? Ich weiß, gibt es So, the key first situation that's necessary is to get some direct experience of our own nature. Until we achieve that, everything else is just a story. Die Schlüsselsituation, die herbeizuführen ist als allererstes zumindest eine gewisse Erfahrung in die Einsicht in die eigene Natur. Solange wir dies nicht erreicht haben, ist alles andere, was wir darüber hören können, einfach eine Geschichte.
So you should think, since we stopped just after 1 o'clock till now, just after 3 o'clock, have you done anything useful to stay in touch with yourself? So kann man also mal kurz nachdenken. Wir haben hier etwa gegen 1 aufgehört und jetzt ist schon nach 3 Uhr. Haben wir denn etwas Sinnvolles in dieser Zeit getan, um in Verbindung mit uns selbst zu bleiben? It is very, very easy to be distracted. There are always things going on, people to talk to, ideas to think about. Many of these ideas are good. Many of the conversations we have with people are very interesting, and on some levels, we can call them Dharma. The question is, do they help us to the main task of recognizing our own nature? Das ist etwas wirklich Wichtiges, worüber wir nachdenken sollten, denn es gibt wirklich sehr viele Gelegenheiten zur Zerstreuung. Vielleicht haben wir sehr interessante Gespräche geführt oder interessanten Gedanken nachgegangen. Und viele von diesen Gesprächen und Gedanken könnten in einer gewissen Weise vielleicht auch als Dharma bezeichnet werden. Aber wir können uns doch fragen, ob diese Dinge uns wirklich helfen, tatsächlich helfen, unsere eigene Natur zu erkennen. One expression that people use in English to describe a situation where many tasks are attended to, which are not fundamental tasks, is to say that people are rearranging the deck chairs on the Titanic just as it sinks. Eines der Ausdrücke im Englischen oder jetzt ins Deutsche übersetzt dann im Deutschen dafür zu beschreiben, dass man sich vielen gewissermaßen als sekundär zu bezeichnenden Aufgaben zuwendet, nicht wichtigen Aufgaben zuwendet, würde der Beschreibung entsprechen zu sagen, jemand beschäftigt sich damit, die Liegestühle auf dem Deck der Titanic umzuordnen, während diese sinkt. And a great deal of our time in our lives is like that. Life is passing away, death is coming, we certainly sleep a lot, we eat too much, so we get stupid and thick, and we drink something, and then we have funny times with other people, hopes and fears, and life is chopped and chopped and chopped. There is not very much useful time left now before we die. Und das ist sicherlich das auch, was in unserem Leben uns widerfährt, dass wir die meiste Zeit mit Dingen verbringen, die eigentlich nicht sehr sinnvoll in Hinsicht auf das Erkennen der eigenen Natur sind. Wir essen eine ganze Menge, werden dicker und dümmer und träger und wir trinken dann noch was und dann haben wir vielleicht mit Leuten irgendwelche interessanten Unterhaltungen, die uns noch mehr in Hoffnung und Furcht verwickeln, und so wird unser Leben, während es dem eigenen Tod sehr schnell zustrebt und immer weniger Zeit übrig bleibt, und so wird unser Leben in kleine Scheibchen von nicht sehr sinnvollen Tätigkeiten zerschnitten und die Zeit geht schnell davon. So it's as if we live in a house and most of the windows are opaque. Es ist wie in einem Haus, in dem wir leben, wo die meisten Fenster sozusagen Mattscheiben haben. There is maybe one clear window. Vielleicht noch ein klares, durchsichtiges Fenster. But that window is in a room that's very far away, and it's a very cold, drafty room. With these opaque windows, they are nice warm rooms. Aber dieses einzige klare Fenster befindet sich in einem schwer zu erreichenden Zimmer, das außerdem auch noch ungeheizt und zügig ist. Und die ganzen undurchsichtigen Fenster, die befinden sich in den angenehmen, gemütlichen Zimmern. So, whenever we get a chance, we need to really try to see something. Wir sollten also, wann immer sich uns eine Gelegenheit dazu bietet, versuchen, etwas zu sehen. But we have to see with this different kind of eye. Und doch müssen wir auch zugleich eine andere Art von Auge dafür benutzen, es zu sehen. An eye that will allow us to experience things without
or at least with much less sense of duality. Ein Auge, das uns gestatten würde, die Dinge entweder ganz oder wenigstens mit sehr viel weniger Dualismus wahrzunehmen, zu erfahren. Okay, so we can do just a little experiment on this. If you take up your right hand and you start to examine it, have a good look at your right hand. Wir können ein kleines Experiment darüber machen. Wir können unsere rechte Hand anfangen zu untersuchen, zu betrachten, wirklich sorgfältig diese rechte Hand anzuschauen. See how it looks. Raten wir, wie sie ausschaut. You can move it around and watch what it does. Wir können sie bewegen und drehen und gucken, was sie dabei tut, wenn wir sie bewegen. Okay, now I would invite you just to close your eyes Dann können wir die Augen schließen and just center yourself a little inside. und selbst ein bisschen einkehren. And then take your attention down through your body into your right arm, down your arm and into your hand. So now your attention is right inside your hand. Und dann unsere Aufmerksamkeit durch unseren Körper herunterführen, durch den Arm, sodass sie von innen her jetzt in unsere Hand geht. Now try to experience it from the inside. Versuchen wir also unsere Hand von innen her zu erfahren. Okay. So what do you notice in the difference between these experiences? Was bemerken wir denn als Unterschied zwischen diesen beiden Erfahrungen? Die Information auf der optischen Ebene kommt sehr viel schneller als die Information, wenn man nach innen die Aufmerksamkeit richtet. For him, the information through the visual level comes much faster than the information through the internal perception level. And does it appear clearer, the information? Erscheint denn die Information auch klarer? Die erste? The first one? Yeah. On the optical Yeah. level? Ja, natürlich. He says naturally yes. What about other people's experience? Wie ist das bei anderen? Also auf der äußeren Ebene kann ich sehen, also Linien oder wie die Haut aussieht, und wenn ich nach innen gehe, dann fühle ich ein Pochen oder ein Kribbeln. Also das ist eine andere Ebene, die ich dann wahrnehme. Sehen, fühlen. She says on the external level she can see the, so to speak, the details of the construction, the lines and the wrinkles and whatever it is, but on the internal level she can feel different sensations, cribbling or something going on. It's much more on a feeling level. Also ich konnte mir nicht vorstellen, in der Hand zu sein. Das hat sich dann gleich zu was, also das so ein runder Gegenstand wäre, ich würde drin sitzen und gucken, das war sehr irritierend. Und ich hatte dann nur das Gefühl, wenn ich das gelassen habe, von Energie. Wenn ich das mit der anderen Seite vergleiche, die Energie war viel einfacher, wie das, was ich visuell wahrgenommen habe. Da waren viel mehr verschiedene Wahrnehmungen. She says for her the imagination of being inside the hand is quite difficult, so it easily get just something round and she was sitting in, but then there was some feeling of energy. And it was much simpler than in a way the visual information, which is much more
sort of detailed and complicated. You can come very close to the proper perception of my hand. But looking at it reminds me of an experience I had as a child. When I was looking at my hand, I thought, oh, this is going to die. And I just knew I'm not this body. Yeah, and there's just this pulsation. Also wenn ich meine Hand betrachte, oder als ich das eben gemacht habe, war das sehr distanziert, also als wenn ich was außerhalb von mir selbst betrachte. Während das Fühlen, dabei ist gleichzeitig auch ein Bewusstsein von, das gehört zu meinem Körper dazu. Also She says to look at the hand through the eyes is much more distant. It's almost as if it was not really a part of her, but to feel the hand is much more connected with her own feeling to be in her body. And for some people, the looking is easier, and for some people, the feeling is a bit easier. Generally speaking, when we're trying to observe ourselves, it's the second mode that we need to employ. Because we spend a lot of time out going through the senses, we have a tendency to look for ourselves, to try to observe ourselves in that way. You can do that for a very long period of time and you don't get any clear result. Nun ist es natürlich so, dass für verschiedene Menschen das eine, also das Visuelle oder das andere leichter fällt. Aber wenn wir jetzt den Versuch unternehmen, nach innen, also sozusagen diese Untersuchung von uns durchzuführen, nach innen zu schauen, dann brauchen wir diesen zweiten Modus, also so wie in dem zweiten Teil der Übung. Und das ist das, was wir eigentlich brauchen, denn wir verbringen normalerweise sehr viel Zeit damit, die Orientierung nach außen zu halten, sozusagen visuell Dinge zu erfassen. Und wenn wir dann versuchen, sozusagen mit dieser Einstellung des visuellen Guckens uns selbst als etwas anzuschauen, dann können wir eine sehr lange Zeit damit verbringen, ohne wirklich zu irgendeinem Ergebnis vorzudringen. Because when we look out, it's as if we can be in control. We are organizing what we see. We make some decisions about it. But when we go from the inside, the experience is there, and then we respond to that. Denn wenn wir sozusagen mehr von außen gucken, dann erweckt es den Eindruck, als wären wir in Kontrolle dessen, was wir sehen, als könnten wir die Wahrnehmung gewissermaßen selbst strukturieren oder organisieren. Hingegen, wenn wir von innen schauen, dann ist die Erfahrung selbst das Unmittelbare. Okay, so we continue with this 3-hour practice, and as you're breathing out, maybe a bit like with that experience of being in the hand, you're trying to bring all these tensions and difficulties, whatever is in the body, bring it up and release it out. So it's, as you're doing the arts, you're very close to this experience of embodiment. All the energetic structures that we identify as ourselves, we are releasing them out with the sound. And so we're both being released in this relation with the space, and we're being connected more in at the same time. So the inner space and the outer space are coming into fusion. Wir werden jetzt weiter mit diesen 3 A's arbeiten, und wenn wir das machen, wenn wir diesen Klang machen, sollten wir mit dem gleichen Gefühl, wie in unsere Hand gewissermaßen hineingegangen sind, all die verschiedenen Spannungen und Empfindungen des Körpers in den Raum entlassen. Wir sollten wirklich Verbindung zu all den energetischen Strukturen in uns finden und diese rausgeben in den Raum, sodass wir einerseits gewissermaßen diese Dinge in den Raum entlassen, aber gleichzeitig auch dadurch eine stärkere Verbindung zu ihnen aufbauen können. And if you've been involved in Tibetan Buddhism for a while, you get used to seeing paintings like this tanka on the wall over there of some very shiny person. They look very bright. And again, they look very clear. Everything is very beautifully painted with a lot of definition. Und wenn wir viel mit tibetischem Buddhismus schon zu tun hatten, dann sind wir vielleicht an die
Ansicht von solchen Tankas, wie dort oben an der Wand hängt, gewöhnt, von Leuten, die sehr strahlend aussehen und die mit einer sehr großen Klarheit und Definition im Detail gemalt sind. So we might carry some sense that meditation practice will make our life very bright in that way. Und das kann uns eine gewisse Art von Sinn dafür vermitteln oder die Annahme für den Sinn vermitteln, dass wenn wir Meditation praktizieren, dass uns das in eine Situation hintragen wird, wo das Leben sehr strahlend wird. There is this term in Tibetan, Wosal, which is often translated as natural clarity or shining light or ground light, and you can imagine that maybe some 1,000-watt bulb comes on. Es gibt in der tibetischen Sprache diesen Begriff von Ösel, also sowas wie klares Licht oder strahlendes Licht oder natürliche Klarheit. Und das könnte sich bei uns verbinden mit der Vorstellung, dass an einem bestimmten Punkt in unserem Leben plötzlich diese Hunderten von Glühbirnen angehen und alles ist unheimlich hell. Gradually the veils of illusion fell away, and I found myself entering into a beautiful valley filled with a shining light. And in front of me there were figures coming towards me who were also made of light, and I knew I was home. In dem Maße, in dem die Schleier meiner Unwissenheit fallen, stehe ich am Eingang eines wundervollen Tales und in diesem Tal ist alles strahlend und Licht und dort gehen mir wundervolle Lichtfiguren entgegen, von denen ich auch weiß, dass sie genauso Licht sind wie ich und ich fühle mich zu Hause angekommen. Generally speaking, what we have is something which is quite dark and quite confused. This state of the ground condition, Dharmakaya, is not bright, but it is clear, but clear not with the clarity of being able to see all the lines on your hands, but a different kind of clarity, in which there is no blocking and no limitation. It's more like if you were dancing by yourself outside, just feeling your body, and you could make any movement in your body, and you just felt so clear. Someone looking at you might think there's a drunk elephant in you, but for you yourself, es besteht allgemein die Annahme, dass der Dharmakaya etwas sehr, sehr Helles, sehr Strahlendes ist. Aber wir tragen uns eigentlich eine Menge schwere und dunkle Qualitäten und auch der Dharmakaya selbst ist nicht unbedingt klar im Sinne von sehr hell und sehr detailliert ist. Es ist nicht so, dass man dann gewissermaßen mit allergrößter Präzision das kleinste Härchen auf der Hand sieht, um mal in diesem Bild zu bleiben, sondern es ist eher so, als würde man da draußen vielleicht völlig in sich eingeschlossen plötzlich tanzen und dieser Tanz wäre innerlich sehr detailliert und wäre vollkommen klar in der Bewegung für einen selbst, aber für jemand anderen könnte das aussehen, als würde ein betrunkener Elefant tanzen. Okay, so we try again with this 3-hour practice. Wir machen jetzt wieder diese 3 A's.
Generally speaking, at first with that kind of practice, you don't do it for very long. When you get more used to it, you can do it for a long period of time. But it's very much a practice where we don't try to push things. We're not trying to make something happen. Generell gesprochen ist eine solche Praxis nicht etwas, was wir am Anfang für lange Zeit machen. Erst wenn wir etwas mehr Erfahrung und Gewöhnung dran haben, können wir so eine Praxis für sehr lang auch durchführen, aber am Anfang nicht. Und diese Art von Praxis hat nichts damit zu tun, etwas zu forcieren. So, to go back to this basic movement between, the basic relation between stillness and movement. When we do the 3R, we want to relax our energy down so that we can recognize this state of stillness. Movement is then going to appear. Noch etwas zu der Beziehung zwischen Stille und Bewegung. Wenn wir diese 3 A's machen, dann ist der erste Schritt, die Energie etwas nach unten zu entspannen, sodass wir zunächst einmal Stille erfahren. Natürlich wird dann Bewegung auch erscheinen. The movement is the movement from the stillness. And the movement is such that it doesn't disturb the stillness. Of course, usually when the movement occurs, we identify with part of the movement, that part we call ourselves, and we disidentify with the part that we call not ourselves. And then you have the relationship between the two bodies. Und diese Bewegung, die findet in der oder aus der Stille heraus und ist nicht etwas, was die Stille an sich stört. Was wir aber tun, ist, dass wir, wenn Bewegung erscheint, uns mit der Bewegung oder mit den Teilen der Bewegung identifizieren, die wir als uns selbst betrachten und die Identifikation von jenen Teilen, die wir als anderes betrachten, zurückziehen und auf diese Weise when we identify with the part which is not ours? Yeah, we identify with one part which we call ourselves, and the part we disidentify with everything else, is the other. Okay, also das, wo wir uns dann nicht identifizieren, ist das andere. Which is why it's very useful and important to do the meditation with the eyes open. Und das ist auch der Grund, warum es so zweckmäßig und auch wichtig ist, die Meditation mit offenen Augen zu machen. But again, we're very often using our eyes in terms of this looking at the hand, investigating, seeing what is going on. Here we're shifting the focus so that the eyes here are like an extension coming out from the heart. In the heart is just this one ball, this tikli, which is the Dharma Dhatu. So everything we see is just a manifestation of this emptiness. Aber hier auch muss man aufpassen, denn normalerweise sind wir gewohnt, die Augen in eine sehr äußerlich untersuchenden Art und Weise zu gebrauchen, um Dinge zu erforschen, so wie wir das mit unserer Hand getan haben. Hier aber ist eher die Empfindung, als wären die Augen gewissermaßen eine Erweiterung unseres Herzens in Form des punktförmigen Tigris und sozusagen aus diesem kommt, I don't get it together. From the tigri, what comes then? It's as if we are looking out, you mentioned this type, but anyway, we're looking out, and everything we see is just in direct connection with this inner space. So we're not looking out at things, but that there is an experience which is arising in the connection with the Dharma Dhatu. Wenn wir so schauen, dann ist das, was wir sehen, etwas, was aus diesem Raum heraus erscheint. Es ist nicht so, als würden wir etwas anschauen, was draußen ist, sondern alles, was wir sehen, ist in Verbindung mit diesem Raum des Dharma Dhatu. Because we look at things to work out what they are. We need to look carefully. Wir schauen die Dinge an, um herauszufinden, was sie sind, und wir müssen sorgfältig schauen. If you're driving on a narrow road like this and you're coming to pass another car, you have to see carefully if there is enough room. Wenn wir an der engen Straße entlangfahren und es kommt ein Auto entgegen, dann müssen wir sehr sorgfältig schauen, ob genug
Platz ist, um vorbeizukommen. And because the basic feeling tone for the ego is anxiety about survival, this kind of anxiety is there all the time. You go down the stairs, you make sure you don't slip. You know, all the time we have anxiety eating with a knife and fork. You don't want to put a fork in your eye. We do. Our body is completely vulnerable. So anxiety is part of our existence. And I think often we don't realize just how paranoid we are in relation to things. Denn das Anliegen des Ego ist zu überleben und so sind wir also ständig bemüht sicherzustellen, dass wir überleben. Alles, was wir tun, ist von gewissermaßen auch von dem Grundton von Furcht geprägt und sei es, dass wir auch einfach nur die Treppe runtergehen, dann wollen wir sicherstellen, dass wir nicht runterfallen und wenn wir essen, dann wollen wir sicherstellen, dass wir uns auch nicht das Auge mit der Gabel ausspießen und alles, was wir tun, ist sozusagen von einem etwas paranoiden Grundtonus begleitet. Und das ist uns oft nicht bewusst, wie paranoid das ist. So we've done the 3R, it's a little open, and this movement is coming. We have the sense, here I am, here is this other. This sense is very normal to arise. And this is a pattern of ideas. Wir machen also diese 3As und dann ist diese Offenheit da und dann entsteht Bewegung und wir haben diesen Sinn, hier bin ich und hier sind die anderen. Und diesen Sinn dafür zu haben, hier bin ich, hier sind die anderen, ist etwas sehr Normales. Das ist das Muster unserer Ideen, unserer Vorstellungen. The fact is that we are embodied, and to have a body is to exist in a field of sensation. Es ist einfach so, dass wir einen Körper haben und einen Körper zu haben bedeutet, auch in einem Bereich von Empfindungen zu existieren. Now, the sensations that we have can be a reminder to us of the solid quality of our body. We can feel certain kinds of pains, and it's as if we are drawing a kind of ceaseless outline of ourselves. Und diese Empfindungen, die wir haben, können auch eine Art Erinnerung daran haben, an die Solidität unseres Körpers. Es könnte sein, dass wir zum Beispiel in unserem Körper eine gewisse Art von Schmerzempfindung oder sonstige Empfindung haben und das ist so, als würden wir gewissermaßen ununterbrochen unseren Körper neu zeichnen, neu bestimmen. And it seems that the sensation is telling us we have a substantial body. Und es erscheint, als würde uns die Empfindung sagen, wir haben einen Körper aus Substanz. Just why then again we have to look very clearly what is the nature of this sensation. Und daher müssen wir sehr klar schauen, was ist die Natur dieser Empfindung. The sensation is there and then it's not there. Another one is there. Die Empfindung ist da und dann ist sie wieder nicht da und dafür ist eine andere da. And then another. Und schon wieder eine andere. And we keep moving on these sensations. Und wir bewegen uns von einer Empfindung zur anderen. As long as we can keep moving on the sensation, there are two benefits. We think we exist and we maintain the sense that the body has a substance. Und solange wir uns von einer Sinnesempfindung auf die zur anderen bewegen, haben wir sozusagen zwei Arten von Nutzen. Wir setzen fort zu glauben, dass wir existieren und wir haben eine Grundlage dafür zu glauben, dass der Körper selbst eine Art substanzielle Existenz hat. The Tibetans would say, for this example, like you get a piece of wood in a fire and it's got a red end, and at night time you wave it round your head and somebody looking at it will see a circle of fire. In Tibet verwendet man auch das Bild, dass wenn jemand einen Stock in Feuer glimmen lässt und dann sehr schnell über den Kopf so kreisen lässt und jemand guckt aus der Ferne drauf, dann hat er das Empfinden, als würde da ein Kreis aus Feuer da sein. And we have the same thing when we go to the cinema. The film that we see is made up of frames, but they're running at a speed which gives us the illusion that there is a continuity of the image. Das gleiche empfinden wir auch im Kino. Was da eigentlich abläuft, ist, dass da Bilder projiziert werden, die aus einzelnen Frames zusammengesetzt sind, aber dadurch, dass es mit einer bestimmten Geschwindigkeit vor unserem Auge abläuft, haben wir die Illusion einer Kontinuität des Films. And we have a tendency to lock on to a particular
form of perception. And once we lock onto the form of it, we return to it again and again because it holds a particular kind of value. Wir haben eine Tendenz, gewissermaßen uns in eine bestimmte Form der Wahrnehmung einzuklinken. Und wenn wir uns erst einmal in eine bestimmte Wahrnehmung eingeklinkt haben, dann kehren wir immer wieder zurück, weil es so erscheint, als hätte diese Form der Wahrnehmung einen besonderen Eigenwert für sich. For example, in these Gestalt drawings, where you get something that could be a rabbit or a duck, or it could be two lamp candlesticks or a person's face. Es gibt da zum Beispiel in der Gestalttheorie diese verschiedenen Arten von Zeichnungen, die so zum Beispiel von einem Hasen zu einer Ente springen können, oder man hat die Wahrnehmung zwischen einer Lampe und zwei Kerzenständern, oder es kann ein menschliches Gesicht plötzlich sich herauskristallisieren. Once you lock on to one particular frame, the other is very hard to get back. You can know it's there, but you can't somehow flip yourself back. Hat man sich erst einmal in eine bestimmte Interpretation der Wahrnehmung eingeklinkt, ist es sehr schwer, noch zu der anderen zurückzukehren. Man kann intellektuell wissen, dass sie auch noch vorhanden sein müsste, aber unsere Wahrnehmung widerstrebt es dem Umkehren dieses Vorgangs des Einklinkens. This is the same with the samsara and nirvana. We are locked in this gestalten of samsara. It falls into place again and again. It seems the natural way to be. And although we can read all these intellectual texts about what nirvana might be like or the Dhammakaya, when we come to the point and something arises, we go into that shaping with a sense of relief because, oh yeah, familiar territory. Das Gleiche trifft auch für Samsara und Nirvana zu. Wir sind gewissermaßen in all die Gestalten des Samsara eingeklinkt, und weil unsere Wahrnehmung da so eingeklinkt ist, fühlt sich das für uns auch ganz natürlich an. Das ist eigentlich das, was gegeben ist. Und natürlich kann man dann darüber viel lesen, was denn wohl der Nirvana oder Dhammakaya oder Dhammadhatu sein mag, aber das ist zunächst einmal theoretische Texte, aber wir fallen eigentlich ständig zurück in das eine Muster, weil es gewissermaßen auch das vertraute Territorium ist. So that really can be quite hard. And this Tibetan word Dzogchen, which is in Sanskrit is ahamkara. Sometimes people translate this in a very kind of rough or strong form, like ego grasping. But the ego is not grasping anything, because the ego doesn't exist. It's much more subtle than this. Dzogchen is a gestalt. It's a particular shape, a particular way in which things appear to have inherent self-existence. Und so, das ist sehr hart, wenn man es kann sehr hart sein, in diese Gewohnheit zurückzufallen. Und wenn Leute manchmal diesen tibetischen Terminus Dzogchen übersetzen, oder was auf Sanskrit Ahamkara heißt, dann wird oft eine sehr grobe Übersetzung verwendet. Das Greifen oder Haften des Ego wird gesagt, aber das ist eigentlich eine Übersetzung, die den eigentlichen Punkt verfehlt, denn das Ego selbst kann an gar nichts greifen, weil es nicht wirklich existiert. Und die Sache ist hier viel subtiler. Es ist eben das Fallen in eine bestimmte Art von Gestalt, das sozusagen das Fallen in die Form von einer scheinbar unabhängigen Existenz. Because it comes with confusion. Da in ordinary Tibetan is this personal pronoun. It means I or me. But Dzogchen is linked to this Pudgala Anatmadrishti and Dharma Anatmadrishti. The idea that there is no inherent self-nature in people or in dharmas. That is to say, they don't have an internal self-substance. That is the meaning. It's not connected with the ego. Oh, fuck it, I like to do what I like. It doesn't mean this at all. Und das beruht auch auf einem Missverständnis schon sprachlicher Art, denn zwar ist Dag im Tibetischen einfach das Personalpronomen in der ersten Person, also für ich,
Aber im Dark-Sinn hat das sehr viel mehr mit dieser Frage der Abwesenheit einer inhärenten Eigenexistenz von Personen und von Dharmas. Hat also nichts damit zu tun, ob man jetzt darüber nachdenkt, über dieses Ego-Gefühl nachdenkt, mir ist alles wurscht, ich mache, was ich will. Das ist eine ganz andere Ebene hier. So that's very, very important to recognize that when things fall into this pattern where we cling to them, we haven't made that happen. The experience of the we-ness is part of the pattern. Otherwise, I, ego, become the creator God. But there is no creator God. There is nothing which is created. It is an illusion. That is a gestalt or a particular tape or a kind of hallucination in which it appears that things are independent, self-existing and having their own internal definition. Und das ist sehr wichtig, denn wenn wir also in bestimmte Muster, in eine bestimmte Gestalt fallen, dann könnte man die Vorstellung haben, als wäre das etwas, was das sozusagen das Ich, wir machen das. Man könnte die Idee haben, wir machen das. Aber dieses Zurückfallen oder dieses Hineinfallen in diese Muster ist nicht etwas, was wir tun, sondern die Empfindung von wir, also von einem Ich, ist ein Teil dieses Musters. I think that the second bit, after you said the we-ness is the part of this pattern. Yet the we-ness belongs, it's not that I am creating this, that ego makes things happen, but the sense of ego is inside the pattern. Es ist, wie ich schon sagte, nicht so, dass dieses Ich-Gefühl tatsächlich das macht, sondern es ist ein Teil dieses Musters. Würde das nicht so sein, dann hätten wir das Ich, das Ego gewissermaßen als den Schöpfergott. Dann wäre ich der Schöpfergott, aber es gibt keinen Schöpfer. Es ist einfach dieses Entstehen des Ich-Gefühls, ist ein Teil, ist eingebunden in die Funktionsweise dieses Musters. It's that easy. You can imagine something. It's what we do. We see images. An image, an imago, is a shape. The shape is the gestalt. The imagination, our creativity, is our human capacity to see these shapes and to invest them with all sorts of associations and with the sense that something is there. I'm going to market to buy a little pig. Ducks don't usually eat pigs, but I'm a special duck. So einfach ist das, sagt James, er braucht nur die Hand zu bewegen und wir sehen da schon etwas. Und das liegt an unserer Imagination, das heißt an der Verbildlichung, an dem Interpretieren von Form und Gestalt. Da braucht nur eine sehr einfache Form und Gestalt zu sein und schon sind wir geneigt, diese Form und Gestalt mit eine Menge Bedeutung in diese Form und Gestalt zu investieren. Er braucht nur die Hand zu bewegen und schon sehen wir eine ganze Geschichte von einer Ente, die ein Schweinchen essen will, obwohl eigentlich Enten keine Schweinchen essen. That is to say, we are concerned always with representation, with the sense that when something arises, it is a return of something which has already existed. It is a representing, and so we recognize it. Oh, and there's a kind of relief. I know what I'm doing. Und in dieser Weise sind wir eigentlich ständig mit Repräsentationen beschäftigt. Das heißt, wenn etwas erscheint, dann kann dieses etwas, was erscheint, eigentlich nur für etwas stehen, etwas repräsentieren, was schon da war. Und wenn wir es sehen, dann haben wir das Glücksgefühl des Wiedererkennens. Und wenn wir das Glücksgefühl des Wiedererkennens haben, dann können wir uns selbst die Meldung geben, dass wir wenigstens wissen, was wir tun. So when we have this sense of power and control, which arises from our ability to use representations, we are enjoying the blissful fantasy of the slave. Und wenn wir die Erfahrung von Macht und Kontrolle haben, die aus einer geschickten Handhabung von Repräsentationen
entsteht, aus der Fähigkeit mit Repräsentation umzugehen, dann haben wir sozusagen die verzückende oder entzückende Fantasie eines Sklaven. One of the ideas that we have in modern linguistic philosophy is that we don't speak language, but language speaks us. Eine der Ideen in der modernen Philosophie der Linguistik oder linguistischen Philosophie ist die, dass nicht wir diejenigen sind, die eine Sprache sprechen, sondern die Sprache spricht uns. Language speaks through us. Oder durch uns. And in the speaking of language, we are formed as we are. Und indem wir sprechen, werden wir als das geformt, was wir sind. We think we're the master, but really we are the servant. We are the puppet. Wir denken, wir sind der Meister, aber in Wirklichkeit sind wir hier der Diener, die Fadenpuppe. And it's the same with all forms of representation. Und das trifft auf alle Formen der Repräsentation zu. That the more you get into these things, the more you think you have a sense of power. Je mehr man da hineinkommt, desto mehr Sinn oder Empfinden von Macht hat man. In the last century, we think how many hundreds of thousands, millions of people spent years and years studying this Marxist dialectics. And you can read these old books and they are not very interesting. They are really, really tedious. But many people read them and tried to find the truth of reality. Zum Beispiel im letzten Jahrhundert verbrachten Hunderttausende, wenn nicht Millionen Menschen ihre Zeit damit, die Ideen des Marxismus zu studieren, die marxistische Dialektik zu studieren. Und diese Bücher sind eigentlich nicht sehr interessant, sie sind wirklich einfach sehr anstrengend, aber dennoch las man das in der Hoffnung, die Natur der Realität endlich zu begreifen. The ability to see meaning in the meaningless is one of the real qualities of Dzogchen. Und die Fähigkeit, Sinn in etwas Sinnlosen zu entdecken, ist eine der Eigenschaften von diesem Dzogchen. So if we understand this Dzogchen very clearly, we see just how dangerous samsara is. Und wenn wir dieses Dzogchen sehr klar verstehen, dann können wir auch sehen, wie wirklich gefährlich Samsara ist. Because these are, to take this image from this morning, these are these marks on the sand which we are resting on. These are these gestalt points, these little pre-packaged identities. In Sanskrit they call them samskaras or associations. And they link together very quickly and you find yourself then in this fully formed house of meaning, which is actually fundamentally devoid of meaning. Denn das sind diese Markierungen auf dem Sand, auf dem wir ruhen. Das sind das, was in Sanskrit Samskaras oder Assoziationen wird. Und sie verknüpfen sich blitzschnell miteinander und errichten ein ganzes Gebäude von Sinn in etwas, was eigentlich grundlegend sinnlos ist. Now, luckily, these representations and images, because they have no inherent self-nature, become things you can play with. Glücklicherweise sind diese Repräsentationen etwas, weil sie eben keine innewohnende Selbstnatur, keine Eigennatur haben, sie können zu etwas werden, zu Dingen werden, mit denen man auch spielen kann. Dharma cannot be designed to make people more serious. Dharma kann nicht etwas sein, was Leute noch ernster macht. Because pleasure and seriousness don't usually go together. Denn Freude und Ernsthaftigkeit gehen gewöhnlich nicht gut zusammen. All representations are illusion and therefore anything can be played with. Alle Repräsentationen sind Illusionen, Täuschungen und daher kann mit jeglicher Repräsentation auch gespielt werden. Any example can be used for teaching Dharma. Jedes Beispiel kann man verwenden, um Dharma zu lehren. And everything can be commented on. Und man kann auch zu allem etwas sagen, man kann alles kommentieren. If you go into Dharma centers, you can very quickly identify what can be talked of and what can't be talked of. Wenn man in Dharma-Zentren geht, kann man sehr schnell herausfinden, worüber gesprochen werden darf und worüber nicht. What is holy and sacred and what is ordinary. Was heilig und geheiligt ist und was ist gewöhnlich. The holy is just another gestalt.
Aber das Heilige ist nur eine andere Gestalt. This is very important because otherwise we are again trapped in the idea that something has inherent self-nature. Und das ist sehr wichtig, denn ansonsten werden wir wiederum in der Falle des Glaubens oder der Vorstellung, dass irgendetwas da ist, was eine innewohnende eigene Natur besitzt. People say, my guru is enlightened. Leute sagen zum Beispiel, mein Guru ist erleuchtet. What does that sentence mean? Was bedeutet dieser Satz eigentlich? My guru is enlightened. My guru is enlightened. Is it the same kind of thing? Mein Guru ist ein Mann und mein Guru ist erleuchtet. Ist es vom gleichen Status? It's the same thing. He is this, he is that. Es ist vielleicht doch das Gleiche. Er ist dies und er ist jenes. Like that's one saying, my guru is a mouse. He's speaking along the line. If you get your guru out and I get my guru out, you can't. Vielleicht ist mein Guru auch eine Maus und bietet so dahin und dann der eine und der andere seinen Gurus auf den Plan bringen, dann können die Mäuse miteinander spielen. Because it's a sentence. Es ist einfach ein Satz. Who says the guru is enlightened? We say the guru is enlightened. Wer sagt, der Guru ist erleuchtet? Wir sind es, die es sagen. Would the guru say he's enlightened? Probably not if he's Tibetan. Würde ein Guru sagen, der ist erleuchtet? Wahrscheinlich nicht, wenn er ein Tibeter ist. Though he may subtly indicate that thoughts of that direction are not entirely wrong. Obwohl er auf subtile Weise vielleicht darauf hinweisen könnte, dass gewisse Gedanken in diese Richtung nicht völlig falsch sind. I mean, these are language games. Enlightenment is not like saying, this is a cow, this is a buffalo. Das sind Spiele im Bereich der Sprache und Erleuchtung, handelt nicht davon, etwa gleich davon zu sprechen, wie wenn man sagen würde, dies ist eine Kuh und das ist ein Büffel. This is why faith is important, because with the power of faith you can turn anything into anything. You turn a dog's tooth into a holy relic, you turn a sort of ordinary standard Tibetan refugee into a holy enlightened monster. Und daher, da kommt das Spiel, der Glaube ins Spiel. Mit Glauben kann man alles in alles verwandeln. Man kann in der berühmten Geschichte einen Hundezahn in die Reliquie des Buddha verwandeln. Man kann einen gewöhnlichen tibetischen Flüchtling auch in einen heiligen Meister verwandeln. I come from a place, a small, overcrowded, dirty island that we have turned into Great Britain. James kommt von einem Ort, der eigentlich eine kleine, dreckige und überbevölkerte Insel ist. Und wozu ist die geworden? Zu Großbritannien. Like that, with the imagination, we move things up and we move things down. This is the work of the ego. And this is very dangerous, because if you think that the ego is correct, you won't do the hard work. So many people say, oh, my guru is enlightened, so I'm going to hang out with an enlightened person, as if something will automatically happen. The fact that your teacher may be enlightened is neither here nor there for you. Because we say, oh, in all my future lives, may I be born near you. Maybe, but these winds of karma are very big and very strong. People are blown all over the place. When the Chinese came into Tibet, all of these prayers to stay together, gone. People blown here and thither, terrible things happen. So to have some kind of fantasy that we make a cozy family and live together is like people making their little beautiful marriage vows when the divorce rate in Britain is coming to 50%. Und das ist sehr wichtig zu sehen, denn dass die Imagination, die Vorstellungskraft kann natürlich dieses und jenes rauf und runter schieben und herumbewegen, aber die Frage, ob der Guru erleuchtet ist oder nicht erleuchtet ist, nicht etwas, womit wir wirklich irgendetwas für uns selbst anstellen können. Wir können zum Beispiel in diesem Gebet beten, möge ich mit dem Guru immer zusammen sein, möge ich in allem mein Leben mit dem Guru zusammen sein. Das ist natürlich auch
eine sehr nette Idee, aber die Winde des Karma sind sehr, sehr stark und man weiß nicht, was daraus wird aus dieser Vorstellung. Wenn man Tibet anschaut, die Chinesen kamen rein und all dieses Zusammensein war in einem Augenblick zerstört und Leute wurden entweder getötet oder in alle Richtungen zerstreut, sodass man das nicht so handhaben kann, wie als ob man in Zeiten von Scheidungsraten bis zu 50% sozusagen ein ernstes auf Standesamt gehen könnte und sagen könnte, ich werde für immer mit dir zusammen treu bleiben. Das funktioniert nicht. Again, I'm clearly not wanting to say that devotion is a bad thing. It's very important to have devotion and trust and faith in the teacher, but you have to know that this is a preliminary practice for orienting the mind towards the possibility of realizing your own nature. It's not to create a cozy good friends club. Und das ist wirklich sehr wichtig. Vorhin sagte, das muss ich doch noch, wenn es gerade angefallen ist, sagen, es ist nicht so, dass wenn man mit dem Guru, den man für erleuchtet hält, da raushängt, irgendwo rumhängt, dass dann von ihm irgendwie auf uns herabfallen würde, was unsere Probleme löst. Und jetzt sagt er, damit will er überhaupt nicht ausdrücken, dass Hingabe und Glauben etwas Verkehrtes wird. Im Gegenteil, es ist sicherlich eine sehr, sehr wichtige, ein wichtiger Aspekt, Hingabe zu dem Guru zu haben. Aber man darf dabei nicht vergessen, dass es mehr oder weniger nur eine vorbereitende Übung ist, die erlaubt, unseren Geist so zu orientieren, dass überhaupt eine Chance entsteht, zu der Erkenntnis der eigenen Natur vorzudringen. Es ist nicht so, dass der Guru gewissermaßen einfach ein gemütlicher Platz ist, mit dem man sich einrichten kann oder an dem man sich einrichten kann. But we say the Guru is good, we say the Guru is bad. Who is the one who is saying these things? That is your own mind. Where is that mind? What is the nature of that mind? That is what belongs to you. The words go out, blah, 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 and they vanish. Or other people hear them, they like them, they don't like them. There's some more turbulence in the world. And they are impermanent. But the one who is saying this, the one who is thinking this, who is this? Where are you now at this moment? Denn wir sagen alles Mögliche, wir sagen vielleicht, der Guru ist gut oder wir sagen auch, der Guru ist schlecht. Und das sind zunächst einmal einfach Worte, die nach außen gehen, die von anderen Leuten gehört werden. Die anderen Leute mögen das vielleicht oder sie mögen es nicht, was man sagt. Man verursacht ein bisschen Wirbel in der Welt und die Wörter sind auf gewisse Weise auch unbeständig vergehen und ihre Wirkung auch. Aber der entscheidende Punkt ist, wer ist es eigentlich? Wer ist derjenige, der spricht? Okay, so let's do a little bit more meditation. And do these 3R again. Then we're just sitting with whatever is arising. Whenever you find yourself being drawn into these forms and shapes, which are so familiar and so reassuring, just relax a little more. If we relax, they will pass by, something else will arise. But with each arising and our tilt out towards the arising, relax, let it go, and gradually you start to experience this presence of the one who is not going, who is not changing. Wir machen jetzt wieder ein bisschen Meditation und wir machen zunächst einmal 3 und dann in dieser Offenheit verweilen, wird mit Sicherheit irgendetwas aufkommen. Und wenn irgendwelche gewohnten Formen aufkommen, zu denen wir sozusagen hintendieren, dann entspannen wir uns noch ein Stück mehr. Und dann werden diese Formen mit Sicherheit auch wieder vorübergehen und es wird wieder neue Formen aufkommen, von denen wir wiederum los ablassen können und noch tiefer entspannen können. Und wenn das der Fall ist, dann werden wir nicht nur diesen Aspekt von diesen vergänglichen Formen sehen, sondern wir werden auch etwas Tieferes sehen, dasjenige, was nicht zu den Formen tendiert, sondern was ohne Kommen und Gehen ist, was immer da ist. Any thoughts or questions before we have a break? Irgendwelche Gedanken oder Fragen, bevor wir eine Pause machen?
Sprache. James hat vorhin gesagt, nicht wir sprechen die Sprache, sondern die Sprache sozusagen als Medium spricht uns. In dem Zusammenhang, es wird ja oft gesagt, dass jemand in Fremdsprachen geredet hat, in bestimmten geistigen Zuständen. Wie kann man sich das erklären aus buddhistischer Sicht? Concerning language, you said there is this idea of not language that has been spoken by us, but language being spoken through us. Yeah. There are cases of people who in certain mental states can speak foreign languages they supposedly don't know. Is there any explanation for that? Not that I know. Keine, die James kennt, keine Erklärung. Da gibt es keinen wirklichen Nachweis drüber. Weil wir haben zum Beispiel sehr schnell die Gewohnheit, wenn wir irgendwas hören, daraus dann zu konstruieren, das muss wohl eine Sprache sein. Aber die Sachen, die dann aufgenommen worden sind, untersucht worden sind, haben dann teilweise überhaupt nicht sowas ergeben. Das passt nämlich auch wieder zu diesem, dass wir ganz schnell This lady says there is no real proof of that. We have the habit of, if we hear a story, to believe it very quickly. No, not the story. If we hear sounds, you know, we make it up, oh, there must be some language. Because there's some similarity to something and so it goes, you know. So not the story, but when we hear some sounds, we believe this is something, but when it has been recorded and researched more closely, there was no evidence that these are really foreign languages. There were claims of old Swedish and something, and they couldn't prove them in these instances. That's a nice illustration for your point. Bitte, ich habe eine Frage. Bei dem Schauen, es geschieht mir immer automatisch so, dass ich in den Raum schaue und dann geht es irgendwo in meine Körperhöhle, möchte ich so sagen, und dann wieder in den Raum und dann wieder so. Das ist ein automatischer Prozess, ständig so von Raum und wieder, ich mache jetzt mal die Trennung, im Raum und dann im Körper. Ist das, warum geschieht es automatisch? He says when he is looking into the space, he experiences it as a movement from looking into the space and withdrawing into what he calls the cave of his own body. And so it goes in and out, and it's almost an automatic movement. Why is it so that there is this automatic? What would be maybe useful would be, having done the 3 R's, just to be aware with the breathing, to stay with the out-breath and focus your attention into the out-breath so you become more calm. It sounds as if it's a kind of energetic pulse. Was vielleicht da zweckmäßig wäre, wäre diese 3 R's zu machen und dann bei dem Ausatmen weiterhin zu verweilen. Denn für James klingt so, als wäre das eine Art energetische Pulsation. Because we have many different habits. Some people, when they go into even quite deep meditation, they get buzzing on the top of their head, some people get funny sensations in their back. People get all kind of things. And these become a kind of point which we spin back on. Denn Leute haben unterschiedlichste Gewohnheiten und es gibt Leute, die zum Beispiel, selbst wenn sie in eine relativ tiefe Meditation gehen, immer noch so etwas wie ein Kribbeln auf dem Kopf fühlen, andere fühlen irgendwas im Rücken. Und wenn man das so hat, dann wird das selbst zu einem Punkt, um den wir dann nachher herumkreisen. Because it's very important not to take these things too seriously. Es ist sehr wichtig, diese Dinge nicht zu ernst zu nehmen. If you remember this story of Orpheus and Eurydice. Wenn man sich zum Beispiel an die Geschichte von Orpheus und Eurydice erinnert. When she was taken down in this underground realm of Hades, and he went down to find her. The possibility was that he would be able to help her or bring her to the surface, but his vow was to keep looking back up and to lead like this. And she
had to just accept this. But she, longing for her lover, says, "Look at me, don't you want to see me? We haven't seen each other for some time. Please don't just turn away from me. Look at me, look at me." And when he turns his head and looks at her, she vanishes back into the darkness. And that's the same thing. These thoughts are saying, "Oh, I'm so interesting. Look at me. There's a lot of meaning in this sensation." And we know we should keep looking in this way. But no. Diese Geschichte mit Eurydike, die Unterwelt des Hades entführt und Orpheus geht stark hinab und hat eigentlich die Chance, sie zu retten, aber das Versprechen, was er dafür abgeben muss, ist, dass er sie zwar herausführt, aber niemals zurückschaut, sondern immer mit einem nach vorne gerichteten Blick weiterschreitet. Und nun, er macht das auch, aber sie hat eine große Sehnsucht nach ihrem Liebhaber und sagt ständig, nun schau mich doch endlich mal an und ich habe so eine Sehnsucht und so weiter und so fort. Und auf einem bestimmten Punkt tut er das und sie verschwindet wieder in die Dunkelheit hinaus. Und das ist genau das, was uns auch passieren kann. Wir haben diese Gedanken, die ständig zu uns sprechen und sagen, schau mich doch wieder an, ich bin so interessant, so süß, so wichtig. Und wir versuchen dann zwar ganz tapfer in den Raum hinauszuschauen an einem bestimmten Punkt, aber wenden unsere Aufmerksamkeit den Gedanken zu. Because one of our, again, big tendencies that go with the nature of the ego and its desire for control is we become quite fixated on problem solving. We want to sort things out, and then we focus our attention to try to see what things are. But one of the problems. Eines der Probleme, die wir haben, mit unserer Ego-Fixierung auf Macht und Kontrolle zusammenhängt, ist, dass wir sehr starke Gewohnheit haben, sozusagen nach Problemlösungen Ausschau zu halten. Also wir sind ständig dabei, Dinge daraufhin abzuchecken, wie wir das Problem, das mit ihnen verbunden ist, lösen können. And of course, Dharma provides us with many methods for solving particular kinds of problems. Und Dharma versorgt uns dann auch noch mit vielen Methoden, die dafür da sind, bestimmte Arten von Problemen zu lösen. So, if somebody is very caught up in selfishness and attachment to their possessions, they can practice many mandala. Wenn jemand also sehr zum Beispiel in Selbstbezogenheit und im Haften an seine Besitztümer gefangen ist, dann kann man sagen, praktiziert auch viele Mandala-Opferungen. Or if they have a lot of guilt, they do Sempa. So. Bei vielen Schuldgefühlen können sie vielleicht auch Sempa tun. But when we come to this domain of our own real nature and this very both complex and simple movement of these three modes of existence, these three dimensions of our own existence, this is a mystery. It's not a problem to solve. You can't solve it with your problem-solving brain. It's a mystery that we have to live and open to and find more of ourselves through and find more on each level, but we never can turn it into a particular answer. So it's a very different kind of power relationship. Wenn es aber dann darum geht, sozusagen zu der eigenen Natur voranzuschreiten, wenn es darum geht, wirklich die Bewegung durch die drei Existenzmodi, die drei Aspekte, von denen gestern die Rede war, zu sehen, dann ist das ein Mysterium, kein Problem. Das ist nicht etwas, wo wir irgendeinen Problemlöser rausholen können und irgendein Problem lösen können. Das Einzige, was wir tun können, ist dieses Mysterium anzuerkennen und unseren Weg durch es zu machen und Wege zu finden, sozusagen zu einer immer stärkeren Erfahrung davon zu gelangen. Aber wir können nicht eine vorgefertigte Antwort oder irgendeinen Problemlöser wirklich anwenden. So that through this awareness or Rigpa, we become present in the very heart of the mystery of this universe, which is so wonderful. Und durch Rigpa, durch die Bewusstheit, werden wir plötzlich anwesend oder präsent wirklich am Herzen
dieses Universums, dieses Mysteriums. Und das ist etwas Wunderbares. In the Dzogchen in itself, there is no need to have any particular power in this. The power, people always add power games onto it, like eternal life or light bodies. Just as Tantra is very much a discourse of power and control, which is written onto the aesthetics of liberation. But if you take away the domain of power, it's like everything is just this dance in which everything is meaningful, but it can never be grasped or held onto. And so we are fresh all the time. And freshness means there is a living vitality. And so all this energy or prana, tsao, whatever we call it, is just there, alive. Und in Dzogchen selbst gibt es da keinerlei Punkt daran, Macht über irgendetwas zu besitzen, sagen, sich von irgendetwas zu bemächtigen. Natürlich werden gewisse Dinge, gewisse Arten von Machtspielen vielleicht noch draufgesetzt, die Fantasie von ewigem Leben oder von einem Lichtkörper. Und insbesondere auch im Tantra ist natürlich die Frage der Kontrolle und der Macht eine sehr wichtige, aber aus der Sicht des Dzogchen gibt es da eigentlich nichts zu kontrollieren. Wenn man wirklich präsent und frisch ist, wenn jeder Moment ein neuer Moment voller Frische ist, dann ist das auch eine Erfahrung voller Vitalität und dann manifestiert sich dieses, was wir vielleicht als Energie, Prana oder Zahl bezeichnen können, ohnehin. Das ist volle Vitalität. Okay, should we take some tea? So back in half an hour. Halbe Stunde. Ja, ich finde, aber ich bin nicht sagen, also dass er ich habe nur Aber die Frage zeigt sich nicht voll noch. Und du? Für dich haben wir auch eine Frage für über 16. Über 16 immer melden. 16 Jahre alt. Über 16. Ich habe einen Ehemann eintragen. Die Vereinsamkeit ist ja deutlich reduziert. Das ist ja stimmt, er ist Monat jünger als ich. Ja, stimmt noch. Alle Zeit. Wie viel Jahre da? 15. Ja, fährst du morgen nach Basel? Nein? Ich fahre morgen nach Freiburg. Aha. Ah, da könntest du vielleicht welche mitnehmen. Wenn du mir ein Auto gibst, mache ich es gerne. Ich will nicht mitnehmen. Also, Nein, ich habe keins. sind auch welche, die kann laufen. Wie fährst du nach Freiburg? Wir werden sehen, wenn ich jemand mit dem Auto oder nicht, sind wir dran. Okay, we'll start again with this 3 arc.
Again, the really important thing with this practice is to take it into life. So when I say, okay, just gentle, come into it from one mode of life to another mode of life as easily as possible. That's why it's not too good to ring a little bell or clang something at the end of a meditation, because then you cut the meditation and then you do something else. But here, it's always just the same thing. Things are going on. Where are we? Where are we in whatever is going on? Um es noch einmal zu sagen, es ist sehr gut, wenn wir aus dieser Meditation auf die möglichst leichteste Art, die überhaupt für uns denkbar ist, herauskommen und gewissermaßen diese Meditation in das hineinnehmen, was danach kommt. Es ist nicht so gut, da eine Glocke oder eine Klangschale zu schlagen und damit gewissermaßen anzudeuten, dass der eine Abschnitt abgeschnitten ist, zu Ende ist und was anderes anfängt, sondern wir befinden uns in der einen Lebenssituation, dann befinden